Moin, geht da was? Ja, dann, wenn da was geht, dann gehe ich dir. Grüß Gott beieinander. Mr. Boxer, Mr. Werb und Mr. Motzok. Guten Morgen. Ja, Mittag ist dann, ja, kann man schon fast Mahlzeit sagen, um 11 Uhr. Aber nur fast. So, da haben wir wieder. Dicke Session, Freunde. Dicke Elden Ring. Session. Schau mal, bis um 4 Uhr da jetzt schon was damit einplanen. Ich hoffe, ihr habt euch nichts vorgenommen. Wie geht's euch denn? Alles gut? Ich hoffe doch. So. Ich hab Bock. Ich habe Bock, Freunde. Elden Ring generell momentan. Ja. Das Spiel, was mir am allermeisten huckt. Mit Abstand in den letzten Jahren. Deswegen, gut, wenn man. Oder für mich, gut, wenn ich Elden Ring streamen kann. Da hab ich Bock. Sehr gut, Mr. Werb. Sehr gut. Da trinke ich einmal. So. Leider, ich hab eigentlich offstream fast gar nichts gemacht. Weil es einfach nichts mehr zum Tor gibt. Wir werden uns, wie versprochen, heute das neue Gebiet anschauen, wo es weitergeht, storytechnisch. Ich weiß nicht, was mir erwartet. Ich habe neue Waffen. Was heißt, die Waffen habe ich eigentlich schon länger. Mir ist nur nicht ganz so bewusst gewesen, wie stark die Waffen momentan ausschaut. Weil das nämlich keine gewöhnliche Waffe nicht ist, sondern scheinbar eine legendäre Waffe. Die hat irgendein Dungeon-Boss scheinbar gedroppt, ohne dass ich es mitgekriegt habe. Die habe ich einmal aufgewertet. Und die macht die Werte noch brutal guten Schaden. Und die hat auch Blutungsschaden drinnen. Also schauen wir mal, was sie damit reißen lässt. Ja? Wenn es nicht hinhaut, dann spielen wir wieder mit den Katanas. Aber das wird mir jetzt dann sagen. Also ich bin auf alle Fälle gespannt drauf. Du bist das Programm heute. Sehr gut. Du warst quasi schon Moped von. Sehr gut. Guten Morgen, Mrs. Fichterli. Alles gut bei dir? Schon wieder direkt ein paar Leute. Sehr gut. Das Einzige, was ich vielleicht noch da möchte, ich möchte mir in der Burg, wo wir letztes Mal noch waren, also zum Schluss aussehen, möchte ich noch mal schnell schauen, weil da gab's nämlich noch einen Weg, den haben wir nicht eingeschlagen. Vielleicht gibt es da auch noch irgendwas zum Finden. Müssen wir mal schauen. Können wir gleich am Anfang machen, das dauert glaube ich auch nicht lang. Und dann gehen wir ins neue Gebiet tatsächlich. Also ich glaube, dass es heute wieder bossintensiv wird, wenn du mich fragst. Das Gebiet, irgendwie, ich weiß nicht. Das ist so ein weiträumiges und großes Gebiet, da ist bestimmt wieder der eine oder andere Boss, der wo uns dann anspringt. Keine Ahnung. Bin ich gespannt auf alle Fälle. Und Garius, einen wunderschönen guten Morgen. Alles bestens und bei dir? Sehr schön, das hört man gern. Bei mir passt auch alles. Ich gehe heute Abend noch mit meiner Freundin speisen. Bayerisch essen. Da habe ich richtig Bock drauf. Also jetzt verdienen wir quasi mein Abendessen dann später beim Gasthaus, ja. Jetzt schindet mir erst den Elden Ring, 5 Stunden ab. Und dann werde ich spachteln. Weil dann bin ich ungefähr 500 Kilo leichter. So, gefühlt. Zwecks den Schwitzen, ihr wisst schon. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht, tatsächlich. Wie gesagt, Offstream nicht allzu viel da China. Also wenn ich es da China hätte, dann hätte ich es da, aber ist nicht viel gegangen. Ich hab noch ein neues Gebiet entdeckt. Unterhalb der Map. Da habe ich mich schon ein bisschen umgeschaut, da habe ich einen neuen Geist entdeckt. Mimik. Den habe ich auch mal getestet. Der braucht kein Mana nicht, dafür zieht es mir ein bisschen Leben ab. Das ist praktisch, das kann ich dann noch damit sagen, der imitiert mich selber. Also praktisch, ich beschwöre den und bin dann mehr oder weniger zweimal da. So, auf die Art. Der hat genau die gleichen Fähigkeiten, genau die gleichen Waffen wie ich. Schauen wir mal, wie sich der bei gewissen Situationen schlagt. Aber so momentan da ich sagen, dass das ziemlich OP ist. Aber schauen wir mal. Gut.
Ich glaube, das Publikum ist bereit, oder? Haben wir bereit für Elden Ring? Sollten wir starten? Gehen wir ein in die Session, oder wie? Oder wie sage ich denn das? Benachrichtigung von Windows, ja toll. Jetzt auf Windows 11 upgraden. Du, nö. Da habe ich also gar keinen Bock drauf, dass ich auf Windows 11 upgrade. Glaube ich, ist keine gute Idee. Lieber nicht. Sonst schießt's mir wieder alles. So, jetzt starten wir mal schnell Elden Ring. Da müssen wir die Klappe halten da. So. Ich bin scharf wie ein Pfefferkernl, so ging. Scharf wie ein Pfefferkernl. So, wo ist jetzt Elden Ring? Elden Ring wo? Da ist Elden Ring. Nice. So. Optimal. Battle haben wir auch. Wunderbar. Richterli, danke, dass du an Ungaris ein Stufe 1 Abonnement schenkst. Mr. Ungaris, willkommen in der Basi Gang. Viel Spaß mit den Emotes, mein Freund. Danke dir, Fichterli. So. Wir spülen weiter. Dank Ungi durfte ich am Freitag auch endlich meine Reise in Elden Ring antreten. Sehr gut. Was war jetzt das Problem? Und wer taugt's da vor allem? Das ist immer das Wichtigste. So. Wir haben übrigens auch eine neue Rüstung. Das ist die Rüstung vom Radan. Also ich schaue jetzt mehr aus wie so, weiß ich nicht. Ich habe jetzt ein rostiges Dachel, ja, weil ich habe rote Haare. Ja. Das heißt, dass der Keller feucht sein muss. Ja, also ich habe jetzt ein Radan seine Rüstung an und das ist das Schwert, von dem ich geredet habe. Das habe ich jetzt neu, oder was heißt, habe ich schon eine Zeile, aber wir spielen wir heute mal mit dem Schwert. Das skaliert auch auf Geschicklichkeit, macht aber unfassbar hohen Schaden. Also 569 Damage. Das ist nicht ohne. Ja, ich habe zwar noch keine Referenz nicht, weil ich nicht weiß, wie stark das jetzt tatsächlich ist. Aber das wird man noch zeigen. Wie viel Damage das wir tatsächlich machen damit. Das ist, Moment. Oh, wo habe ich denn jetzt? Das Schwert verloren. Na super. Alles. Bluthohn Reißzaun plus 6. Ich habe ihn schon aufgewertet. Ist wie gesagt keine gewöhnliche Waffe, sondern eine legendäre Waffe tatsächlich. Das merkt man aber daran. Es gibt ja Schmiedesteine und Dunkelschmiedesteine. Und die legendären Waffen kannst du nur mit Dunkelschmiedesteine aufwerten. Und du kannst denen keine Asche nicht hinzufügen. Ja, so kristallisiert sich eine legendäre Waffe aus. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen damit. Und das ist wie gesagt die Mimik, die ich gefunden habe. Also den neuer Geist, der Imitator Tränenasche, die habe ich jetzt auch auf plus 3. Wie stark die letztendlich ist, das werden wir auch sehen. Ja? Finden wir alles raus. Es läuft am alten Rechner ohne Probleme und es ist wie erwartet knackig schwer. Beim alten ging es nach Installieren der Updates. Okay. Komisch. Sollte aber eigentlich auch gehen, wenn es kein Update hat. Aber ja, gut, okay. Technik, ne? Technik. Aber Fichterli, du wirst dich daran gewöhnen. Ja, wie in allen Souls-Spielen. So. Genau, ich wollte jetzt, da der wir jetzt dann noch weiter. Das ist, wie gesagt, das neue Gebiet. Und ich möchte mich da noch mal ganz kurz umschauen. Weil ich glaube, dass es da noch tatsächlich einen Pfad gibt, den ich übersehen habe. Der Streaming-Rechner verweigert es nach wie vor. Komisch, das soll aber eigentlich... Keine Ahnung. Ist vielleicht irgendetwas installiert, das wo die Ausführung blockt? Technik Feng Shui. Ja, aber es muss ja irgendeinen Hinweis geben, warum der Elden Ring blockt. Also der Rechner muss ja irgendwie mal sagen, hey, da habe ich ein Problem damit, das gefällt mir nicht.
Ich renne jetzt da einfach mal durch und spare mir die Gegner. Das schnell geht. Aber... Ich bin jetzt nach oben gerannt, ich Idiot. Ich wollte eigentlich nicht nach oben, ich wollte nach unten. Ich muss jetzt den Ort der Gnade noch mal finden, wo das gewesen ist. Die Rüstung schaut ja nice aus. Ja? Kann die jetzt nicht einmal sagen dagegen. Also mir taugt's auch. Und vor allem, die ist tanky ohne Ende, die Rüstung. Also da holst du tatsächlich schon gut was ab. Schauen wir mal, ob das da gewesen ist. Ich weiß nicht mehr, wo das gewesen ist. Muss man aber auch dazu sagen, die hat, also recht viel mehr daran kann ich jetzt nicht mehr, weil sonst kriege ich ein Fat Roll. Ah, da meine schaut's mir gut an. Ja, da schaut's mir gut an. Da wollte ich her. Weil das ist mir im Nachhinein erst aufgefallen. Oh, die knallt schon ordentlich, die Waffe. Leck mich am Arsch. Würde ihm am liebsten einmal komplett zurücksetzen und alles nacheinander durchtesten, aber damit schießen wir uns im Moment ins Aus. Am PC komplett zurücksetzen, ja, schwierig tatsächlich. Mrs. Semkerive, guten Morgen. Sorry, ich bin zu spät, ich hab noch Gnädel dran. Ist noch Gnädel dran müssen. Wifi, die Gnädel gängen immer vor. Ja? Das ist wohl hoffentlich klar. Ja? Also das ist ein berechtigter Grund. Aber du hast da nicht viel versammelt, wir haben ja gerade erst gefahren. Wir machen noch kurz ein bisschen Backtracking, ehe es im neuen Gebiet weitergeht. So, jetzt muss ich mal schauen, weil da ist meine irgendwo... Warte, ich schon mal, das Spiel steht jetzt noch da. Ah, da meine ich. Nein, da war es nicht. Da geht's, da ist irgendwo runtergegangen. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ah, da ist wieder einer gespawnt, oder? Ah ja, einfach einmal dezenter One-Hit. Helm von Raya Lucaria. Ja toll, den werden wir jetzt, sag ich mal, nicht brauchen. Aua! Ja, ich will gerade jetzt Mr. Shadow habe ich die abgesehen davon. Ich mache gerade ein bisschen Backtracking, weil ich habe irgendwo da meine ich halt den Pfad übersehen. Meine ich. Bin mir jetzt nicht sicher, ich hätte mich nämlich irgendwo droppen lassen können und ich weiß nicht mehr genau, wo das gewesen ist. Ich glaube aber, dass das da war tatsächlich. Wäre Lina, ne, würde das ein paar Stunden dauern. Ja, wie gesagt, PC neu aufsetzen, schwierig. Das klingt nicht. Okay, dann muss ich Anlauf nehmen. Da müssen wir Anlauf nehmen, das hilft uns nichts. Leider wurden wir durch das Schicksal an verschiedene Enden Deutschlands gesetzt. Ach nö. Ach nö. Ist ja falsch, wo ich bin. Wurscht, Backtracking ist wichtig, Freunde. Ich ignoriere da jetzt einfach mal. Ach, da hinten ist auch noch so ein Turm, da schau her. Da ist auch noch so ein Turm. Ja, da schaut es mir eher, das schaut ein wenig verdächtig aus, dass da... Ist das der Ernst? Das rutscht ja wieder um einen halben Meter ab. Okay. Machst du mehrmals im Jahr, also du bist praktisch ITler, Mr. Ungarus, oder wie sage ich das? Jetzt gleich links runter, okay. Gut, ich hab nur 4000 Runen gehabt und bei Seelenstufe 110, machen die nicht viel aus. Man kann aber auch von da oben springen, oder? Ja, da meine ich, schaut es ein wenig einfacher aus. Ah, siehst du, so geht es ein bisschen leichter.
Ah, also läuft der da schon her. Wie jetzt? Das ist keine Gegnerin? Mal Truhe, okay. Machen wir da mal auf, wenn wir einen Shortcut haben. Schwert der Nacht und der Flamme. Was ist das? Ah ja, okay, das ist eine Magiewaffen. Ja, kann ich leider nicht tragen. da gehen wir die Werte ein bisschen ab. Also das ist OP, das Schwert, oder? Warum ist das OP? Was macht das? Gut, es hat Magie-Scaling und hat noch Feuerschaden. Test das mal. Ja, ich hab die Werte nicht, ich kann es nicht testen. Ich bin sauber zu weit weg. Ich hab ungefähr 0 Weisheit und 0 Glaube. Wobei, ich hätte eine Larventräne. Ich hätte sogar 5 Larventräne. Ich glaube, vielleicht teste ich es einmal offstream, ja. Ich skill mir einfach einmal um. Na gut. Was hast denn du da für einen Kakadu am Schädel? Das ist meine neue Rüstung, Mr. Motzok. Das ist die Rüstung vom Radan. Die habe ich letztes Mal gefunden. Ja, gut. Dann haben wir da jetzt eigentlich alles gesehen. Mehr oder weniger. Dann können wir eigentlich weitergehen. Schauen wir uns das neue Gebiet an. Ja, in ERS habe ich mit der Umschulung, war ich Fachinformatiker für Systemintegration geworden, aber da bin ich ja krank geworden. Ach so, okay, ja, F. Aber das heißt, wenn man technische Probleme hat, kann man sich auch mal an die wenden. Sehr gut. Ist gut zu wissen. So, Freunde, neues Gebiet. Neues Gebiet, neues Glück. Ich tippe mal, dass wir da hinten hin müssen, weil da haben so komische Banner. Und ich tippe mir jetzt auch mal drauf, dass wir mir massive Bossgegner jetzt dann legen müssen. Mr. Shadow, wie weit bist du eigentlich schon? Bist du schon so weit wie ich oder weiter oder wie schaut's aus? Ja, ich hab das Schwert tatsächlich schon länger. Aber mir ist erst vor ein paar Tagen aufgefallen, dass ich das Ding eigentlich einmal hernehmen kann. Und vor allem ist es halt eine legendäre Waffe. Das ist Level 713. Ah ja, okay, alles klar. Oder praktisch schon New Game Plus 8. So ungefähr. Oder mal Loot. Da schießt schon wieder irgendjemand. Blitzfett. Ah ja, da oben. Den helfe ich gleich ein, schon den Idioten. Oh. Ja, da kann ich Waffen verzaubern. Das habe ich schon gespannt. Aha, da ist wieder so einer. Schnurr! Ah, jetzt bin ich gespannt. Ist so geil, dass Juli One-Hit hat. Wärmender Stein, okay. Whatever. Du musst jetzt noch mal schauen, wie man die ausführt. Was jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ah, ja, genau. Okay. Ich glaube, ich habe in den ganzen Spiel noch nie die Fähigkeit hergenommen. L2, dann R2, okay. Es ist ja ziemlich weitläufig da, der Wumms. Ah, da haben wir ein Kartenfragment, Freunde. Das werden wir uns gleich mal holen. Das Kartenfragment, das werden wir uns gleich mal holen. Damit wir ein wenig mehr Übersicht haben. Irgendwas grunzt da so. Er grunzt. Also wieder so ein Kürbiskopf.
Also der ist nicht... Achso, der ist gefangen, ja gut. Ja, der kann doch da rauslaufen. Bist du eigentlich komplett behindert oder was? Alter, macht das Schwert Schaden! Lebt mich am Arsch. Einfach einmal wegrasiert, den Typen. Mechadolche, okay. Ja, ich sag schon, wir müssen da hinter rein, da ist ein Tier offen. Vermutlich. Also ein Combo-Angriff dann praktisch, okay. Ja gut, jetzt hören wir uns erstmal das Kartenfragment dahinter. Macht übel Damage. Ja, muss ich mal testen, wenn ich mal ein bisschen Luft hab. Ein Boss vielleicht oder so. Oh, goldene Saat. Lalalala, die nehmen wir mit. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? 2. Ja gut, dann brauchen wir noch 2. Werden wir auch noch finden. Gibt's eh gefühlt wie Sand am Meer. Aber das Gebiet schaut auch geil aus. Also, kannst wirklich nichts sagen. Ah, das ist nice, wenn du Gegner one-shottest. Gefällt mir. Ja, gefällt mir. Oh, was ist er? Hey, das ist doch einer aus der Tafel rumfeste. Ah, look who we have here. How delightful to meet a familiar face, even after departing the Round Table Hold. I've been doing some learning of my own since then, actually, and will happily pass it along to you. Ach, da kann man, ah ja, da kann man Anrufungen lernen. Brauchen wir mir jetzt, sag ich mal nicht. Ah ja, jetzt wird der... Oh, leck mich am Arsch, das ist auch schon wieder so groß. Bist du behindert? Gut, aber jetzt sehen wir zumindest mal ein wenig von der Map. Ja, das ist schon wieder auf alle Fälle ein Erdenbaum. Du stehst gerade auf dem Schlauch, für was braucht man die goldene Saat? Diese goldene Saat, die brauchst du, damit du dir am Ort der Gnade Heilung holen kannst, beziehungsweise Magieflaschen. Und da brauchst du immer eine gewisse Menge. Also ich brauche jetzt aktuell 4 goldene Saat, um eine zusätzliche Heil- oder Magieflaschen zu kriegen. Ja? Also am Anfang brauchst du immer eine, dann brauchst du irgendwann einmal 2, irgendwann brauchst du 3 und ich glaube, brauche mittlerweile sogar schon 4. Und die tauschst du dann praktisch gegen Heilung ein. Weißt du eigentlich, wie weit der Weißhorror die Kollege schon ist in dem Spiel? Der Weißhorror die Kollege. Achso, du meinst der Mr. Birger, oder was? Du darfst ihn ruhig beim Namen nehmen, so ist es jetzt nicht. Der ist noch weit hinter mir. Der ist, ich glaube, der Birger ist irgendwo da jetzt, glaube ich. Keine Ahnung. Also, wenn du den meinst, bin mir jetzt nicht sicher. Ja gut, da kann er mir dann eigentlich... Ja, da schauen wir uns jetzt einfach einmal um. Warum, was haben wir denn zum Verlieren? Ein Ort der Gnade war natürlich nicht schlecht. Aber da wird man schon noch einen finden, schätze ich mal. Schauen wir einfach mal. Gehen wir mal Richtung Erdenbaum. Ja? Richtung Erdenbaum ist meistens nie verkehrt, weil da findet man mal in der Regel irgendwas Besonderes. 32. 32 Stunden. Nein, das mag ich gar nicht wissen. Das mag ich gar nicht wissen, wie lange das noch dauert. Da, ich spiele da einfach drauf los. Solange es dauert, so lange dauert es. Punkt aus Ende. So, ist zwar hauptsächlich im Weg. Ach nö, dann schon wieder Quarantäne. Du hast aber überhaupt keinen Klick, nicht Mr. Sei. Habe die Ehre. Zum Dolch. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass ich noch am Anfang bin, weil bei 32 Stunden, wenn das Spiel 100 Stunden hat. Ungefähr. Aber es pressiert ja auch nicht, das darf eher ein wenig dauern. Ah, da ist wieder die Finger komisch, oder? Da musst du...
eigentlich Seelen eintauschen kannst. Oh, da hinten ist ein Ort der Gnade, das ist gut für uns. You. Please, I can read them. Your fingers, please, your fingers. Was bringt das eigentlich, wenn die der ständig mal Bratzen zog? Das darf mich interessieren. Da wacht man halt mit Halsweh auf. Mr. Saichingi wünscht ganz, ganz schnell um gute Besserung, ja? Und genießt den Stream. Ich hoffe, ich kann dir ein bisschen Ablenkung bieten, ja? To the east, ruins of gold. To the west, the serpent's sacrilege. Das Sakrileg der Schlange. Wherever the path leads, so shall you follow. Wherever the path leads, 'tis a curse. A curse. The curse of Queen Marika. Die hat auch nicht alle an der Latten, oder? Das ist ein Wahnsinn. Sag mal, ob ich ready bin. Aha. So, jetzt holen wir uns da erst einmal den Ort der Gnade. Dann werden wir ihn da mal rüsten. Keine Ahnung, wo wir da rauskommen, das werden wir jetzt gleich sehen. Irgendwo werden wir schon hinkommen. Glaube ich. Wo haben wir jetzt? Jetzt werden wir einmal. Ach so, wir werden von da wieder einmal über Brücke gelassen und dann da her. Aha, okay. Ah, da hinten steht irgendetwas. Da willst du noch nicht hin. Wurscht, das schauen wir jetzt an. Ich mag das jetzt einfach sagen. Das merke ich recht schnell, wenn ich noch nicht fertig, wenn ich noch nicht gut genug bin dafür. Okay, der scheint zumindest. Ja, der buchstäbliche Bredel vorm Kopf. Drachenwundenfett, okay. Jetzt sagt er hier, ja, da sollte man halt wahrscheinlich auch hingehen. Okay, jetzt haben wir wahrscheinlich. Wir haben ein Windmühlendorf, so wie es ausschaut. Die Frage ist, Kimi eigentlich da oben zu dem Baum? Normalerweise schon, oder? Wenn ich da so entlang schaue und dann da oben gehe, ja, da können wir schon irgendwie nach unten. Ich möchte auf alle Fälle zu dem Erdenbaum daher. Dann. Ah, was haben die? Die haben der Tanzschule, oder was? Östliche Windmühlenweide. Oh, die hat einen Schützenklopfer des Obergrauens. Aber. Alter, was ist mit einer? Das ist schön, wenn sein Goal jetzt reißt vor lauter Freude. Also einfach. Goldene Rune, okay. Da kriegen wir eine Rüstung. Ritter Zwillingsschwerter, okay. Mal schauen. Ja, die bietet halt im Vergleich überhaupt gar keinen Schutz nicht, gell? Ja, nice. So, gibt's da sonst noch irgendwas?
Ja, da geht's einmal ganz massiv nach unten. Dann mal da hinten hin. Aber kein Ort der Gnade. Da war einmal. Ah, geht's da rein? Ah, okay. Ja, gut, hätte er sagen können. Hätte er sagen können, dass da reingeht. Michi, habe ich dir. Ja, da steht, ja, ich hab ihn schon gesehen, da, den Zipfjadern da oben. Der castet jetzt wahrscheinlich gleich wieder irgendeinen Schmarrn. Da wird mir einmal Einhalt gebieten da oben. Na, da schau her. Ich mag die Waffen. Die Waffen gefällt mir, Freunde. Das gefällt mir. Ruhe gibst. Schimmersteinkrone von Haus Heimer. Robe, Kriegsmannstätten. Ey, wir jetzt werfen uns aber die Rüstung nach, du. Die Waffe kannst bis zum Schluss spielen, okay. Ich hab zuerst Doppelschwerter gespielt mit Doppelblutung, das war auch ziemlich geil. Aber wie gesagt, ich wollte halt einfach mal die Waffen probieren. Und bis jetzt, sie ist halt deutlich langsamer, das muss man schon sagen. Aber die wumms dafür auch viel mehr. Das ist dann der Trade dafür. Mehr Schaden, mehr gut. Ja? Das ist ein Riesenratz. Ja. Westliche Windmühlenweide, okay. Aua. Aua. Dann nehmen wir mal einen Schluck. Für alle Fälle. Gibt's auf alle Fälle nur Loot. Blöde Sau. Riesenrattenasche, okay. Oha. Ah ja, die sind daneben Couch. Okay. Ach, da unten. Wait a minute, was ist denn das bitte? Da hinten ist eine Brücke, meine, wenn ich das richtig sage. Ist das auch noch mehr ein eigener Ort da hinten, oder was? Scheint fast... Ja, da geht der Weg her. Ja, das, Mr. Mod sagt, das ist schon ein wenig mehr wie eine Burg. Okay. Schauen wir mal dahinter auf, dann noch ein paar Mühlen. Bis dahinter ist ein Berg. Ich glaube, dass das eine Burg ist im Berg, wenn du mich fragst. Der Berg ist eine Burg. Und das, oh, da kann man dann auch mal vielleicht, da kommen wir halt bestimmt noch irgendwie dazu. Schauen wir uns da auch mal um. Jetzt möchte ich erst mal da aufgehen, weil da gibt es noch irgendetwas, meine ich. So, das ist ein Flauschnägel. Oder der Berg in einer Burg, ja. Du kannst jetzt dran und wenden, wie du magst. Schaut auch aus wie ein Eisgebiet, ja. Dann war schon wieder eins. Also ich finde halt das in Elden Ring so geil, weil die Gebiete alle so unterschiedlich ausschauen. Es ist halt nicht gefühlt immer das gleiche so, weißt? Jedes Gebiet schaut anders aus und jedes Gebiet hat einen eigenen Reiz so. Finde ich. Sitz. Platz. Ja, Schofall ist verschoben. Das darf leben. Schofall darf leben.
Gehen wir mal abseits des Weges. Wo da sind wir überhaupt hingehen? Achso, da kann man. Ah ja, da kann man dann da rumdumm und dann kann man da in den Erdenbaum reingehen. Das ist schon mal gut. Vielleicht ist der Manuel neuer, ja, das kann sein. Das kann sein. Ja, die Mengen Stress, das sehe ich von da schon. Dorf, Windmühlenweide. Adernblatt, okay. Rohbarfrucht. Roher Fleischklops. Zweimal roher Fleischklops, ah ja. Das ist dann der Fleischknädel, ja? Okay. Ausrufezeichen geschubst müsste sein. Hey, da muss ja mal irgendwo einen Ort der Gnade geben, das ist ein Klon. Normalerweise soll ich hinter dem Command noch Powered by Saichin hinschreiben. Wenn's mich fragst. Das ist halt immer so der Trade. Wo geht man lang? Links, rechts, nach oben, nach unten? Das ist so eine Geschichte. Weißt nicht, was zuerst ist, weil es so gewaltig ist. Da oben geht's rund. Passt, dann gehen wir nach oben lang. Dominuler Windmühle. Wie viel? Ah, das ist Ort der Gnade. Das ist gut für uns. Bei Obergeschubst. Was haben die eigentlich genommen? Also, ich weiß es auch nicht. Westliche Kleidung. Oh, leck, komm da rein, bist du behindert. Ich glaube, dass die gar nichts starten, wenn man es nicht angreift. Aua. Easy. So, ja, da geht's rund. Ja, das war ja noch im Verhältnis. Das war ja noch im Verhältnis, Freunde. Das ist noch alles im grünen Bereich. Da gibt's auf alle Fälle Loot. Runenbogen, nice. Na, ist mir aber ehrlich gesagt der scheißegal, mich über die 3 Tage Nachtschicht hab. Das kommt aufs Gleiche. Wieder goldene Rune, okay. Ja, das passt schon, Motzog. Das passt schon. Halt einfach die Klappe. Oh, leck mir Musch. Das war die dezente Finte. Sitz. Oh, leck. Falsch getimt. Was heilig sichere Trockenleber.
Okay, eine Leber, die wo heilig sicher ist. Sehr gut. Oh, noch Materialien. Goldrover. Da haben wir schon witzige Gestalten auch irgendwie, was ist auch nicht. Hey, greifen die eigentlich ab, wenn ich was tue? Ja, okay, die greifen an. Ich wollte jetzt einmal freundlich sein. Missköter. Oh, da kommt Oma mit dem Recher. Ah ja. Das, was die genommen haben, hätte ich auch, ja. Das meine ich, das war eine ganz witzige Geschichte, wenn man mir das zeigt. Oh, da ist Loot. Wie kommt man da hin? Das war meine ganz witzig, wenn man mir das zeigt, auch nicht mehr da. Ah, da kommt man wahrscheinlich über Jump'n'Run, oder was? Moment, mein Pferd, da kannst du da helfen. Ah ja. Sturmfalkenfeder, okay. Ja, das hätte man sporen können, quasi. Ah, die triggert, okay. Dann musst du leider sterben, dann hilft's nicht. Okay. Das Klochratz von den Viecher. Ist ja schön, wenn sie Freude haben. Okay. Da ist noch mehr einer. Irgendwie tun sie mir ja allein, aber es hilft ja nicht. Sagst du auf PC oder Konsole? PC. Ich spiele eigentlich jetzt nur noch alles auf PC, sofern es möglich ist, weil dann hätte man keinen Kaufverbraucher. Also, mache ich Spiele auf Konsole, ja. Vor allem die Spiele, die wo ich halt bereits auf Konsole habe und mir nicht nochmal als PC-Version kaufen möchte. Aber alles, was ich mir jetzt neu kaufe und es auf Konsole gibt, spiele ich auf PC. Alles, was ich mir neu kaufe und es auf PC gibt, spiele ich auf PC. Tatsächlich, ja. Du kriegst selten für das Geld so viel Spiel. Steam oder Epic? Weder noch. Also was heißt, also meine Spiele bisher beziehe ich immer entweder aus Steam oder aus MMOGA. Also Elden Ring jetzt habe ich von MMOGA für 45 €. Macht by the way keine Werbung dafür, ja? Also, so, beziehungsweise keine bezahlte Werbung. PS5 kostet 70, 80, ja. PC kommst meistens billiger mit den Spielen. Lauft über Steam, ja. Du kaufst ja bei MMOGA einen Key und den kannst du dann bei Steam einlösen und dann laufst du. Kaufst das Spiel praktisch ganz normal über Steam, aber du erwerbst das halt billiger. So, auf die Art. Ich glaube, da mag ich nicht hingehen. Er hat da hinten der Lulu einer, schau mal. Und der Geist ist ganz zufälligerweise auch verfügbar. Also ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, dass wir da jetzt hingehen, ehrlich gesagt. Hast du Epic installiert? Nein. Tatsächlich nicht. Da ist eine Statue. Ja, das ist ein Boss. Okay, ja gut. Da werde ich mir jetzt aber mein Mimikgeist einmal genehmigen. Ja, Apostel der Götterskolpe, okay. Oh ja, machen wir mir Schaden.
Alter, bist du bescheuert? Ja, da haben wir mal dezent aus der Luft geholt. Ha! Easy, bitch! Oh, macht das Schwertschaden. Götter Skalp heute. Gleißende schwarze Flamme. Ja, nice. Den haben wir mal dezent penetriert. Alter, hat das Schwert ernsthaft so viel Damage gemacht mit einem Schlag? Leckt mich am Säbel. Das Ding ist ja anders OP. Das Ding ist ja anders krank. Ha, das rentiert sich. Kommt drauf an, wo du triffst, okay? Jetzt Moment einmal. Mann, das Ding hat 10 Blutungsverlust mehr als wie meine Katanas, aber es hat 100 Crit und halt weit mehr Damage. Also wollen wir jetzt zum Vergleich. Das sind meine Katana. Und das ist jetzt die Klinge. Also wir machen mal 260 sind dann 400, 460, 500, 507 Damage. Wir machen mal knapp zweimal so viel. Knapp zweimal so viel Schaden. Ja, über was für ein Launcherlusten die jetzt Ding laufen? Über Epic oder was? Oder auch über Steam? Du kannst auf den Katana jetzt 117 Blutung machen durch Asche. Ja, das wird mir wahrscheinlich irgendwann noch beigebracht werden, denke ich mal. No genau, oder du musst halt eine gewisse Asche finden. So, nice, Stufenaufstieg, ja gut, das können wir uns sparen. Ja, den ersten Boss haben wir dezent zusammenlassen, ne? Der hat aber mal überhaupt nichts gemacht. Mich am Arsch, es ist schwertstark. So, jetzt machen wir aber den Baum da anschauen. Ich mag zu dem Baum da her. Und dann jetzt mal einen Marker setzen da. Und dann gehen wir einfach da her, Weg zurück und dann einmal geradeaus über Kreuzung drüber. Das wird man dann schon irgendwie hinbringen. Steam. Okay. Nein, also bei mir, wie gesagt, gibt es keine Probleme nicht. Also, ich hab das Einzige, was ich jetzt mal gehabt habe, aber das ist generell, glaube ich, bei Elden Ring momentan noch so gewesen, oder war, dass das Spiel einmal angestürzt ist. Aber das schiebe ich jetzt einfach einmal auf Day One Probleme so. Aber sonst kann die eigentlich nichts sagen. Wir brauchen jetzt im Endeffekt nur den Weg lang gehen. Dann können wir genau zu dem Baum dahinter. Na, den gar nicht dran, egal was du willst. Giftfett, okay. Ja gut, dann müssen wir luren, Freunde. Da luren wir mal. Mehr Loot, mehr gut. Wichtigste Devise. Oha. Es ist einfach so unfassbar, wie weitläufig das Spiel ist. Aber mir taugt's. Das ist genauso, stelle ich mir das vor. Menschenknochensplitter, okay. Ich tippe jetzt einfach mal drauf, weil es bei den anderen Erdenbäumen auch so war, dass da ein Baumboss kommt. Und da hinten ist wieder goldenes Auto, das ist gut für uns. Die geiern wir uns aber gleich einmal dezent. So, die geht, weiß ich nicht, was die besorgt. Hören wir uns einmal die goldene Sorte hin.
Nice. Alec, was hörst du denn da so saublöd? Ich bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt hingehen möchte. Was ist denn das? Ah, nein, danke, da kein Interesse. Jetzt ist es auch noch Nacht. Tolle Voraussetzungen, um in einem Wald spazieren zu gehen. Wo irgendwelche Gestalten rumrennen. Da ist schon wieder so ein Viech. Ja, da gehe ich jetzt lieber mal präventiv drumrum. Ja, vorsichtshalber. Ruinen des Waldvolks. Ein Handbuch, okay. Goldschimmernder Code. Ah ja, alles klar. Kacke, die wo aus Gold ist. Bis wenn ich kann, brauche ich nicht mehr arbeiten gehen. Bestienblut, okay. Hat das Ding eigentlich einen Handlungsstrang? Ja. Tatsächlich schon. Was ist das? Ah ja. Den soll man nachgehen, oder was? Was ist ein Goldscheißer? Ja, wenn ich einen hätte. Niederer Erdenbaum, ja, da haben wir doch schon. Alter, was wir mir Damage machen, das ist so abartig. $1758 Schaden. Es ist so lächerlich. Deine Alerts haben sie gelöscht. Ja, das kann er erklären, das ist nicht so tragisch. So, wo führt uns der Typ jetzt da hin? Ah, zum Master Chief Langhals, oder was? Die haben Pfeile, die haben Pfeile, die haben Pfeile. Okay, alles klar. Okay, jetzt weiß ich, warum die Gegner so komisch drauf sind. Die haben Pfeile. Aber wie weit möchtest du denn du nachgehen? Haben wir den? Der führt uns wahrscheinlich zu den Dungeon daher. Und dieser Qualle? 2 Quallen? Das ist ein Dungeon, oder? Ja. Führt uns wahrscheinlich genau daher. Ja. Okay, da haben wir einen Dungeon, Freunde. Schauen wir mal, irgendwas wird uns schon erwarten da drin. Auch wenn es nichts Gutes ist. Altus-Tunnel, okay.
Ja, mal rosten. Ah ja. Da haben wir auf alle Fälle eine Truhe, das ist gut für uns. Ein Rundenbogen. Nice. Ja, den habe ich gar nicht gesehen. Schnauze. Kristallwurfpfeil. Aua! Au! Blöde Schleimschnecken! Schnauze. Okay. Der neue Gegner hat Schleimschnecken mit Kristallpanzer, scheinbar. Ah, die haben wieder den Arschbohrer des Obergrauens. Einfach einmal zerfetzt. Schmiedestein, okay. Was ist denn das für eine Gestalt da drum schon wieder? Au! Ich geh mal, ich muss mich mal orientieren da. Nein, das ist schon wieder so ein Flugviech. Zupfte! Ja, kannst du schon probieren. Nix gibt's. Ich hasse Flugviecher. Hey, der chillt eigentlich schon. Wieder! Alter, die Gegner waren noch nie so einfach wie jetzt. Schimmersteinüberrest, okay. Jetzt wieder die Frage, wo geht's jetzt weiter? Es gibt so viele Wege! Ich hab keine Ahnung, wo ich zuerst hingehen soll. Also, wo wir einen Aufzug finden, da geht's auf alle Fälle weiter. So können wir schon mal. Das können wir schon mal so festhalten. Denk nicht mal dran. Hinter mir ist etwas. Berichtigung, hinter mir war etwas. Adernblatt, okay. Gut. Da geht's schon mal nicht weiter. Schauen wir mal da. Ah, ich glaube, da ist der Boss. Ja, da ist der Boss. Okay. Dann gehen wir zuerst in den linken Abschnitt. Ist aber dann ein relativ kurzer Dungeon tatsächlich. Also wenn da ein Boss ist. Ja, geh jetzt einfach mal davor aus. Oh Gott, was ist denn das? What the hell? Was ist denn das, ein Motten oder was soll denn das sein?
Da ich nicht aus. Ja, ich hab's nicht vor. Das Ding ist mir zu imposant. Nein, ab vom Hof. Ab vom Hof, da gehen wir mal später her. Aber da sitzen wir auf alle Fälle auf der Map einmal einen Marker. Da müssen wir mal rein. Jetzt passen wir auf. Ja, oder machen wir es so. Und ein Haus. Ja. Okay, da ist ein Kristallgegner drin. Den kriegen wir hin. 2 Kristallgegner kriegen wir auch hin. Glaube ich, hoffe ich, denke ich. Au! Au! Nice. Klangperle des Dunkelsteinschürfers. Oh, das ist gut für uns. Weil das brauchen wir tatsächlich zum Waffenaufwerten. Ah, jetzt geht's wieder Internet, wo weg. Glaube, es musste mal. Hoffentlich hat es sich... Was? Hoffentlich hat es sich die Hände... Hä? Wie? Wer? Was? Dem Smottenviech meinst? Glaube ich nicht, dass sie das hingewaschen hat. Okay. Boss Nummer 2 halt. Den, wo wir penetriert haben. Wobei die eigentlich nicht schwer haben, wenn man weiß, wie es geht. Man muss halt, auf die kannst du halt, bei den Bosse, bei den Kristallbosse ist halt wichtig, dass du schwere Angriffe machst. Weil du sonst nicht durch denen einer Panzerung kommst. Und wenn du dann einmal Damage machst, dann haben die easy. Die halten eigentlich gar nichts aus. Achso, weil jetzt Internet. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, gut. Schau mir ganz zufriedenstellend aus. Ich möchte aber jetzt da auch noch weitergehen. Rein aus Prinzip, weil wir haben ja da vorher, nämlich von da oben aus, nämlich ein Schloss gesehen und da möchte ich hin. Ich möchte wissen, wo man da hinkommt. Dann haben wir für den nächsten Stream vielleicht auch schon etwas. Das heißt, am gescheitern war es, ich gehe wieder von dem Wegpunkt da aus und dann da um. Weil da können wir nämlich genau, wenn wir am Weg bleiben, da her. Ich glaube, das ist ein Plan. Ich glaube, das ist ein Plan, Freunde. Da reiten wir jetzt mal mit unserem treuen Getier. Da geht's ein bisschen schneller. Ja, da muss ich mir jetzt rechts halten. Also da um quasi. Sehe ich das richtig? Sehe ich richtig. Sehr gut. Da hinten ist ein Gnädel. Der hat vielleicht irgendwas für uns. Schutz des Erdenbaums. Okay. Oh, da gibt's einen Schwammerl.
Mehr Schwammerl hat mir gut. Oh, da hinten ist ein Watergnade, sehr gut. Ja, dann können wir genau da oben. Sehr gut. Okay. Jetzt bringen wir schnell die Klangperle zurück, die wir gerade eben gefunden haben. Kann man nämlich da bei einer Händlerin abgeben, dann erweitert die ihr Inventar. Und vielleicht kann man dann einen Dunkelmondstein... Ja, nein, einen Zimmer werden wir wahrscheinlich noch nicht kaufen können, aber... Ist egal, mehr Inventar für uns ist mehr gut. Jetzt kann man einen Schmiedestein immerhin schon mal bis Stufe 4 kaufen. Das ist ja schon mal was. Okay. So, wo war jetzt da? Das war der da, oder? Nice. Okay. Easy. Gut, dann gehen wir genau da wieder weiter. Der Berg ist da hinten, oder? Normal, ja genau. Ist da in die Richtung auf jeden Fall. Oh, lebt mich am Arsch! Ja, die Idee haben wahrscheinlich jetzt mehrere gut. Da geht ja richtig der Punk ab. Aber es war ja langweilig, oder? Das sind nicht die meisten One-Shot. Wären die dumm oder was? Ja, die Helen hat's nicht, trotz Fackel, gell? Denk nicht mal dran. Ja, und du, was ist jetzt mit dir? Du hast generell keinen Bock mehr, oder was? Ich kann den jetzt, ist der... Ja gut, wenn ich jetzt so einen Schädel auf hab, dann darf ich auch nichts sehen, gell? Muss man auch wieder dazu sagen. Ja, tschüss dann. Schön, dass du mitgespielt hast. Kettenflegel und Refugiumstein, okay. Ist zwar, sagt es gleich, habt ihr Loot da hinten drauf. Tatsächlich. Großsterne, okay. Ja, die sind auch arm dran, die zwei. Die dürfen schon wie die Bläden. Schauen wir mal, was da in den Ruinen gibt. Sturmblut-Ruinen. Okay. Sakramentsknospe, okay. Ja, weit habe ich die? Oh, leck mir mal Sturmblutung! Du Arschloch, du! Ui, das hat aber viel Damage gemacht, leck mich am Arsch. Das wäre beinahe böse in die Hose gegangen. Herbert, du ist fit bei dir. Na, aus. Kannst dich nicht beschweren, das hört man gern. Das ist zauberhaft. Ja, wie jetzt? Oh, da geht's nach unten. Ah, hat sich schon wieder gelohnt, dass wir uns da umgeschaut haben. Wo hat's jetzt ist für... Oh, lebt mir Moschen.
Oh, die hält noch mal ganz schön viel was aus. Wie ich denn? Aua. Hey, was ist das für ein Geficker jetzt? Ich möchte den Hund zuerst haben. Da ist der. Ah, toll, die geben 114 Seelen und sonst nix, oder was? Ja, jetzt bin ich ja fetten Scheiß, die kaputt zu machen, oder? Was ist denn das überhaupt? Der Holz oder was? Was soll denn das sein? Holt auf jeden Fall sauber aus. Jetzt kommt schon wieder so ein Scheißhund. Zupfte! Okay, schwere Bestienknochen, whatever. Ja gut, das rentiert sich nicht, dass man die Viecher macht scheinbar. Schauen wir mal, was da unten gibt. Oh, kommt da ein Bosskampf? Blutadliger. Au! Das ist so ehrlich, wo wir mich Schaden machen. Okay, 3 Schläge und der Boss ist hier. Ja, toll. Waffe OP. Blutiger Helix. Was ist das? Schweres Großschwert. Standardstich. Okay. Skaliert mit Arkan. Unheimliches Stoßschwert mit gewundener Klinge. Gehört einem der Adligen, die dem Fürsten des Blutes dienen. Die Klinge bohrt sich in das Fleisch des Gegners und verursacht schwere Blutungen, aus denen der Lebenssaft elegant die Klinge entlang fließt. Schmackig. Schmackig. Ich habe auch gerade Stoßschwert. Wer nicht. Ja, okay. Dann gehen wir einfach weiter. Ja, die Mord. Jetzt muss ich erst den Weg finden. Da hinten ist er. Ja, nehmen wir mal einen Maifall. Proteinshake, Schotten hier. Ja, der Konvoi ist jetzt mittlerweile da hervorn. Oh, das ist wieder Kürbiskopf. Easy. Also Turm? Ja gut, okay, aber Moment einmal. Moment mal, da oben. Ich sag schon, da unten muss ich mich dann noch mal ein wenig genauer umschauen. Das Gebiet scheint ein wenig größer zu sein. Das ist das Erdenbaumgebiet, was vorher so finster war. Da haben wir unten den Dungeon gefunden. Und der Turm öde verschwindet. Okay. Ja gut, wir haben ein bisschen vom Weg abgekommen. Er soll die zwei erlösen, oder was ist denn? Es ist zwar einmal gestalten, das Kind auch nichts dafür, hä? Ich bin mal so frei. Oh, der wär's ja sogar.
Da kann ich aber nicht zurückrennen. Das geht sich von der Zeit her nicht genau aus. Gut, war es zwar nicht mehr recht viel weiterkommen, aber gut. Schäferschof. Blutfett, okay. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie ich da drüber gehen soll. Aber gut, das war halt ein nice Gebiet, gell? Schauen wir mal. Irgendwas werden wir schon finden. Ah, schön, die tue ich auch noch gefallen. Weg damit! Hoffentlich halt die Brücke. Alter, was ist denn das da unten? Gelmir, okay. Eine neue Gegend praktisch. Okay. Gibt's hier ein Kartenfragment? Aktuell noch nicht, okay. Aber da sagt der Ort der Gnade, dass da auch weitergegangen tatsächlich. Ja gut, machen wir mal eins nach dem anderen, weil wir wollten ja da eigentlich auch weitermachen. Da geht es ja auch noch um. Ja, wir möchten mal schauen, wo es da entlang geht. Jetzt waren wir haben wir ein bisschen abgeschweift. Schauen wir mal, was da umgegangen, weil da warten wir eigentlich entlang gegangen. Ach ja, übrigens, ich hab das zweite Dectus-Medaillon tatsächlich gefunden. Schauen wir mal, was mit dem Aufzug passiert, wenn wir mit dem jetzt fahren, weil da kann man ja zwei so Teile zusammenfügen scheinbar. Da bin ich gespannt, wo wir da jetzt rauskommen. Damit wir das auch mal in Angriff nehmen. Schauen wir mal. Großer Aufzug von Dectus, okay. So, Medaillon heben. Da bin ich jetzt gespannt. Auf alle Fälle eine Cutscene. Wahrscheinlich springt uns jetzt gleich ein Membus an. Okay, da hebt sie auf einmal mal die ganze Plattform in Tee, okay. Jetzt bin ich gespannt, wo wir da jetzt rauskommen. Hä? Da haben wir ja schon. Ach so, ja, okay, gut, man kommt halt einfach nur da auf. Ja, okay, gut. Alles klar. Hätten wir das auch geregelt. Haben wir uns im Endeffekt nicht wirklich was gespart, sage ich mal. Gut, aber wir wollten da entlang. Wir wollten da einer. Das heißt einfach nur geradeaus Richtung Tor.
Ja, der Berg schaut schon geil aus. Ja, kommen wir geradeaus weiter. Ja, wie gesagt, ich vermute, dass wir da rauf müssen. Das wird eh nicht anders. Weil wir haben vorher links dort 4 gegangen. Haben ein bisschen vom Weg abgekommen. Und jetzt schauen wir mal, wo uns der Weg hinführt, wenn wir geradeaus weitergehen. Red mich am Arsch. Immer mal ganz schnell die Biege machen. Uiuiui. Kann man sich da Sneaky Peaky von hinten anschleichen? Ja, kann man. Wir wären schon mit deiner Ballisten. Da drin ist auch noch einer. Ziemlich bewacht, der Bums. Ja, kein Problem, Michi. Gern. Merci fürs Zuschauen. Ah, da ist ein Bär. Halt's Maul. Oh, da kann man wieder einen Verbündeten rufen. Lumpenfleisch, das ist gut für uns. Ha! Wir schleichen uns einfach Sneaky Peaky. Oh, lebt mir mal, stößt der Masterbär. Wir schleichen uns einfach Sneaky Peaky von außen, von der Seite nach oben. Dann können wir die ganzen Gegner umgehen. Dann haben wir nicht so viel Stress. Gehen wir mal da entlang, weil die Bären sind tatsächlich ziemlich stark. Obwohl ich mir mit meiner Waffe ziemlich sicher bin, dass wir den auch schaffen werden. System austribbelt. Oh oh, da haben 2 Bosse. Das sind wieder 2 so goldene Reiter mit 2. Ich komme nicht mit 2 Alling, das hat nicht hin. Man kann da so einen Bären stark, definitiv. Ich hätte jetzt tatsächlich abgemeint, dass da mehr kommt bei dem Aufzug, Mr. Werb. Aber mei, wenn ich jetzt sage, dass dort 2 so goldene Ritter haben, die wo wir wahrscheinlich machen können, müssen so, ich warte jetzt da einfach mal. Ah ja, der weiß genau, dass ich da bin. Ja, dann hilft's eh nicht, da müssen wir laufen. Also solange der andere nicht triggert, war es eigentlich jetzt ziemlich gut für uns. Ich möchte mal schnell weglocken. Ah, passt, der andere bleibt unten stehen, ist gut. Gehen wir mal da raus. Da wird schon irgendwas passen für uns. Kommst du da raus? Ja, nice, er kommt da raus. Und dann geht er wieder. Okay. Da ist aber. Oh, da ist ein Ort der Gnade. Das ist gut für uns. Das ist gut für uns. Den werden wir schnell aktivieren und dann hauen wir die 2 Reiter da zusammen, da ich sagen. Also, ich probier's zumindest. Ranggebiete der Hauptstadt. Alter, da findet man 2 goldene Saat. Wie geil ist denn das?
Alter, bist du behindert. Schon wieder ein neues Gebiet. Okay. Hallo Alex. Herzlich willkommen. Alles gut bei dir? Mit das. Wieder ausgetoppt. Entschuldigung. Ja. Es ist gerade ein bisschen mehr zum Dortmund. Aktivieren wir auf jeden Fall mal einen Ort der Gnade. Ich glaube, dass man sogar jetzt eine neue Heilflaschen holen kann. Und einen Stufenaufstieg können wir uns genehmigen. Gehen wir auf Gesundheit. Vier goldene Säte, ja. Mehr Gebiete ist mehr gut, definitiv. Dir geht's gut, das freut mich zum Hören. Dann wünsche ich dir einen schönen Aufenthalt. Und wenn es Fragen gibt, einfach fragen. So. Ja gut, ich darf jetzt sagen, Moment einmal, kann ich eigentlich... Okay, ich hab 12, passt. Jetzt zipfe ich dir zumindest einmal einen von den zwei Reiter da zusammen. Weil die geben bestimmt auch einen beachtlichen Loot. Darf man fragen, wo du die Elden Ring geholt hast? Natürlich. Auf MMOGA. Ja, wobei, da kann man halt unser Ding rufen, gell? Das war natürlich jetzt auch nicht schlecht. Ich hab's mal bei MMOGA geholt, tatsächlich. Achso, du gehst nach unten. Ja, das soll mir recht sein. Ha, da warten wir jetzt einfach ab, bis das der weit nach unten ist. Und dann hauen wir ihn zuerst zusammen. Und dann ihn. Es ist halt jetzt natürlich nur die Frage, wenn ich jetzt ihn da angreife, ob der andere triggert, aber das wird man rausfinden. Ein ins Viech. Aua. Boah, Blutung ist göttlich. Aua, muss ja schauen, war göttlich. Ey, da bleiben. Charlie. Alter, wenn ich mir überlege, wie viele krasse Probleme ich beim ersten Mal gehabt habe, wie ich den gemacht habe. Es ist so brutal, was das Schwert Schaden macht. Unfassbar. Weißt du denn, wo man sich das direkt runterladen kann? Wie meinst du jetzt direkt runterladen? Du kaufst da bei MMOGA zum Beispiel den Key. Ja, der kostet, also bei mir hat er 45 € kostet. Den Key gibst du dann in Steam ein und in Steam landest du es dann runter. Ganz easy. Oder du gehst direkt auf Steam, aber da zahlst du halt vermutlich sogar mehr. Ich glaube, Elden Ring kostet bei Steam, glaube ich, 60 €, wenn mich nicht alles täuscht. Steam 60 €, oder? Ja, das haben wir fast schon gedacht. So lächerlich. Erdenbaum Großschild. Heldenrune. Okay. Ach, das war also die 2 Cent als Oberboss praktisch. Hab ich jetzt eigentlich Seelen gekriegt? Ich hab keine Ahnung. Du brauchst eine neue Tastatur. Auwe.
Weil einfach überfällig oder weil war Rage Quit dazwischen? Aber Fazit bis jetzt, das Schwert ist pervers. Eins von beiden. Okay, einfach so mal was gönnen praktisch. Ist ja auch nicht verkehrt. Okay, wir müssen offensichtlich da lang. Alter, das ist doch auch schon wieder eine Bude für ganz große, oder? Okay. Wie lange hast du deine Tastatur jetzt? Man kann da lang gehen, auf jeden Fall. Aber so wie das ausschaut, müssen wir da so einer. Weil da ist halt offensichtlich. Wobei, da war ein Dungeon. Da wäre ein Dungeon. Ja, jetzt passt so. Das halten wir uns einmal im Hinterkopf. Das behalten wir uns einmal im Hinterkopf. Weil dann schauen wir uns erst einmal an, wie es da weitergeht. Das darf mich jetzt tatsächlich mehr interessieren, wenn du mich fragst. Es schaut einfach so geil aus, es ist unfassbar. Was ist denn das? Oleg, was bist denn du für ein Viech? Bist jetzt du der Wächter oder was? Sind das ein Gargoyle oder was? Oh, jetzt fängt das Spiel aber langsam mal zum Eskalieren. Hier, leck mich am Arsch. Aua. Au. Au. Stirb! Lebt mich am Arsch! Gargoyle Großaxt. Ich hab so das ganz dumpfe Gefühl, dass das Spiel langsam anfängt richtig schwarz zu werden. April 21. Okay, das wurde eigentlich noch nicht irgendwie, ja, Ausfälligkeiten gibt. Moment einmal von der B kennen, oder? Ja gut, das investieren wir jetzt einmal. Du hast das ohne Mimik gemacht. Ja, ich hab den per Zufall gefunden. Also ich hab... Jetzt pass so gemacht. Wie hab ich denn... Ich hab da... Jetzt pass auf, wo war denn das? Ich bin irgendwie in die Stadt da gekommen, Nokran. Und dann bin ich, weil da hat sich quasi da herum irgendwo. Ich hab mich dann ein bisschen umgeschaut gehabt und da waren auf einmal so Klippen. Mit so, da waren Steine in der Luft praktisch, also so eine Art wie so eine Gravitation und da ist es nach unten gegangen. Und da bin ich da mal hingerannt und dann bin ich da irgendwo rausgekommen, da bei der Stadt. Und dann bin ich einfach ein wenig lang gelaufen und dann hat es irgendwie so, wollte halt einfach, war halt neugierig und da war halt links so eine Burg praktisch, aber das war auch mit so Sprungpassage und dann habe ich zufällig das Ding da gefunden. Das war mehr Zufall wie gewollt. Können wir uns aber tatsächlich noch mal umschauen, weil da wäre auch einiges noch nicht angeschaut. Aber das Schwert ist schon perverse. Also, gut ab. Hat sich rentiert, dass ich mir das so da habe. Schön. Es ist auf +3 aktuell. Aber weiter kann ich noch nicht, weil mir gehen die Grablilien ab.
wo man braucht, um die aufzuwerten. So, das ist praktisch ein neues Gebiet jetzt da, oder was? Scheiße, du. Okay. Schon wieder goldene Saat. Mir musst die Werten aber jetzt auch ganz schön nachgeworfen. Du bist schon wieder 2. Ich hab mir vorher gerade eben erst eine Flaschen zusätzlich geholt. Ach, du hast noch mal eine. Okay, ja gut, dann, warum auch nicht? Achso, und das heißt, ah ja, okay, und die Tier ist jetzt da hinten wahrscheinlich automatisch offen, weil ich da herum bin, oder was? Schauen wir mal, was es da noch gibt. So, die warten da verschiedenes wieder. Oder Luke hat. Achso, die mengen da ein und kennen nicht, oder was? Halt's Maul. Sport der Luft. Ah, die laufen davon. Ah, recht. Verlorene Kriegsasche. Okay. Ja, okay, da geht also nix. Ja, gut, okay. Da müssen wir also nicht lang. Ach da. Goldene Parade. Kriegsasche, goldene Parade, okay. Findest du Elden Ring schwer? So die ersten Stunden ja. Aber mittlerweile tatsächlich, da ich sagen, es geht. Ja, also ich sage mal so für Einsteiger tatsächlich relativ freundlich. Ja, vor allem, weil du halt die Kriegsaschen hast, die wo du beschwören kannst, wie jetzt bei mir zum Beispiel die Mimik. Also nur kurz zur Erklärung, das sind die Dinger da, die Aschegeister, die helfen dir dann auch. Es geht tatsächlich. Also ich bin zwar noch ziemlich weit weg vom Ende, ich weiß nicht, wie schwer das noch wird, aber so bisher geht's eigentlich tatsächlich, ja. Da ich schon sagen. Also jetzt nicht auf ein Level von Sekiro bis jetzt, aber ja, man kann spielen. Du kriegst halt, schau mal aufs Maul aus, weißt du, wie es ist. Oha, den kennen wir doch. Freunde, können wir uns an den erinnern? Ah, ja, wieder mit seinen 1000 verzögerten Schlägen.
Du hast mich damals schon genervt und du nervst mich immer noch. Stirb, du Arschloch, du Dreckerz. Smaragdbernstein-Medaillon. Okay, das hat sich scheinbar rentiert. Was bringt das? Erhöht die maximale Ausdauer deutlich. Oh, Freunde der Sonne, das ist eigentlich gar nicht einmal so übel. Nice. Es wird noch schwer, okay. Ja, ich hab gesagt, ich kann nur sagen, was Momentaufnahme ist. Jetzt hast du die Hälfte. Wo ist die Hälfte? Was für eine Hälfte? Kann die Punkte fürs Wunschgame, oder was? Jetzt weiß ich meine Spitzenreiter, was die so geht. So, die Frage ist jetzt halt, wo genau muss ich hin? Der wird ist bei 25.000. Bei Wi-Fi meine ja schon knapp 50. Oder über 50 teilweise sogar schon. Ah, da ist wieder das Windmühlen-Ding da, oder was? Ja. Das ist auf jeden Fall noch ein Erdenbau. Ach, da hinten geht's auch noch weiter. Da schau her. Bis bei 50.000. Ja, die Wi-Fi meine halt auch so Epse. Weil da hinten waren wir schon, dann schauen wir uns da mal noch um. Oh, das Ort der Gnade, sehr gut. Gerade aber man denkt, der Ort der Gnade war jetzt ganz gut. Da rosten wir jetzt auf alle Fälle einmal. Okay. Da ist Loot. Goldene Rune, okay. Du hast 22.500, aber du sparst auf was anderes. Ich lasse mich überraschen. Das ist auf jeden Fall auch noch Loot. Ein toller Schwammerl, ja, den hättest du poeten können. Oh, das sind Treppen. Ich krieg da so richtige Herbst-Vibes. Ich kann mir nicht helfen. Wahrscheinlich liegt es an der Farbe. Weiß auch nicht. Aber was gibt denn da aus dem Baum rausgekrochen? Ich hab die genau gesehen! Du bleibst aber hoffentlich jetzt auch da, gell? Ah, dann kriegt auch wieder etwas raus. Schön. Ja, gehen wir erst da nach oben und dann... Ah, da ist ein Erdenbaum? Okay. Wo steht der? Es ist der große da. Nein, das kann nicht sein. Der große ist er. Ach, da ist er. Ja gut, dann. Gehen wir erst zum Erdenbaum. Okay. Dann schauen wir mal. So, Rundnips.
Schaut mir nicht so. Ah, da hinten selbst, hab's genau gesehen. Hey, was ist das jetzt? Da ist eine Schlange drin, oder? Was ist denn das? Ach, das ist auch so ein Schneckenviech nur aus Stone-Schädel, oder was? Schwingenkristalldrähne. Okay. Ein Arzneigemisch verringert kurz das Ausrüstungsgewicht. Okay, ja gut, das hilft uns jetzt nicht so wirklich weiter. Ja, auf dem Baum hätte ich aber eigentlich schon hier, aber von da aus geht es jetzt anscheinend nicht. Achso, weil dieser... Okay. Ja gut. Du besiegen. Definitiv erstmal unten lang. Weil ich möchte, wie gesagt, erstmal zu dem Baum schauen da. Bei den Erdenbäumen, wie gesagt, gibt es meistens irgendetwas. Oh, da hinten ist auf alle Fälle dicker Loot. Oh, Dickerchen. Ich kümmere mich erst einmal um Ink. Aha, ich sag schon, es macht's Gift. Aua. Doppelaua. Ja, Charlie, jetzt bist du aber fällig, gell? Boah, leck, oder ich. Zupfte. Teil des Mals, okay. Nice. Oh, aber eine heilige Träne. Gesprungene Zweigträne. Und purpurrote Kristalldräne. Nice. Verhindert kurz den Runenverlust beim Tod. Okay. Was haben wir da? Purpurrote. Regeneriert die Hälfte der Gesamt-LP. Also das habe ich jetzt praktisch zweimal, oder was? Ja, toll. Wenn ich zwei in einen rein tue, habe ich dann die komplette LP? Wahrscheinlich schon, oder? Flauschnägel! Okay. Sag ja, bei Erdenbäumen gibt's meistens Sips.
Ja gut, dann gehen wir weiter. Was haben wir denn jetzt eigentlich? Ja, also wie ich das sehe, kann man den Weg da entlang gehen. Und dann da um. Dann kann man wahrscheinlich irgendwie da rein. Müssen wir mal schauen. Ja, da können wir genau auf den Weg. Was ist denn der für einer da hinten? Das ist wieder so ein Riese, der was schießt, oder? Ja, da haben Riesen, da muss es weitergehen. Aua. Aber erfahrungsgemäß halten die fast nichts aus. Sag ja. Brustpfeil, ja, du bist da gleich völlig dumm. Brauchst du gar nicht rüber. Ah ja, alles klar. Der bleibt in der Luft stecken, der Pfeil. Der ist so schnell, dass er stecken bleibt einfach. Schmiedestein, okay. Dahinter in der Lude übersehen. War ja ein bisschen zu hart abgelenkt von den Riesen. Wo war denn der? War da irgendwo, Mann, oder? Da ist er. Brustpfeil, okay. Das ist auch noch etwas. Schmiedestein, okay. Hier irgendetwas. Ah ja, habe ich die. Und du sonst so? Das Ding ist, die haben halt nicht sonderlich schnell. Aber dafür haben sie eine hohe Range. Die müssen den eigentlich gar nicht mehr. Der hält aber auch viel mehr aus. Ja, den ignorieren wir jetzt einfach einmal. Ort der Gnade wo? Ah ja. Siehst schon, da ist ein Boss. Da ist ein Boss, Freunde. Aber jetzt machen wir schnell 2-3 Minuten Pause. Und dann machen wir einen Boss. Jetzt bin ich einmal so geschert. Leute, wie gefällt's euch denn? Haben wir noch dabei? Wer ist denn noch da? Wie schauen wir denn aus? Außer der Shadow, weil der hat mir gerade etwas geschrieben. Bei dem weiß ich, dass er noch da ist. Der mag sagen, wie ich fehl. Wobei es heute tatsächlich verhältnismäßig gut läuft. Ich bin brutal positiv von dem Schwert überrascht. Ich bin sehr positiv von dem Schwert überrascht. Du schaust scheiße aus, darfst du aber. Mr. Saijin, wer krank ist, darf scheiße ausschauen. Definitiv. Da gibt's einmal überhaupt nichts. So. Spät zum Zuschauen, top. Volle Kraft voraus, anwesend. Sehr gut.
So, Freunde, ich gehe jetzt einmal schnell kurz. Passt auf, machen wir jetzt ganz einfach. Ja? Jetzt haben wir ein wenig über 2 Stunden live. Ja? Und wir haben noch mindestens 2 Stunden live. Ja? Jetzt gehen wir mal alle gemütlich bieseln. Holt irgendwas zum Knabbern. Von mir aus holt irgendwas zum Essen oder was weiß der Teufel. Oder geht selber aufs Klo. Holt gar was zum Trinken. Ich weiß es nicht, dort was macht. Wir machen jetzt schnell 3 Minuten Pause. Und in 3 Minuten schauen wir uns den Reiter da hinten an. Ich glaube, der mag aufs Maul. So wie der ausschaut. Ja? Wenn ich so ausschaue, darf er mich auch nicht wundern, wenn ich aufs Maul kriege. Ist das ein Deal? Ich glaube schon. Ich muss nämlich aufs Klo und ein wenig Lips für morgen brauche ich auch, weil ich kriege halt bekanntermaßen erst auf doch was zum Essen. Und ich glaube, dann passt es. Ja? Also, 3 Minuten Pause und dann sehen wir uns in 3 Minuten da wieder. Bis gleich. Haut singt dabei rein. So. Jetzt einmal, ich gönn mir jetzt einfach mal schnell, weil ich mir denke, ich hab mir's verdient. Ja. Ich gönn mir jetzt Proteinwaffelschnitten. Ja. Zur Überbrückung. Die sättigen dabei ganz gut eigentlich. Riesen aber. Ich habe so das Gefühl, dass wir mir ziemlich gut vorankommen momentan. Ist denn schon halbe 10? Nein, 5 vor 1. Zumindest in meiner Zeitzone. Aber irgendwo auf der Welt ist bestimmt auch schon halbe 10. Denk mal ich. Nein, das ist gar knapp was. Das sind Protein-Haselnusswaffeln von Neosaps. Ja? Das ist praktisch von der Firma, von der Marken beziehe ich quasi mein Eiweiß, was ich fürs Gym brauche. Oder halt auch meinen Trainingsbooster. Und die haben halt jetzt vor kurzem so Proteinwaffeln rausgebracht. Die haben sau wenig Zucker, aber dafür viel Proteine drin. Schmecken aber tatsächlich wie ein Knoppers. Ja. Von daher, bevor man normaler Schokolade einwirft, so. Die sind wirklich gut. Die sind auch nicht teuer. Ich glaube 50 Stück kosten 24 € oder so. Mein Eiweiß beziehe ich aus Eiweiß. Ja, das ist nicht abwegig, müsst ihr es einschicken. Mr. Mott sagt, es ist nicht ein normales Fanta, sondern ein Fanta Zero. Ja?
Normale Getränke trinke ich eigentlich so gar nicht mehr. Außer vielleicht mal am Wochenende, so wie heute zum Beispiel, wenn ich da mit meiner Freundin essen gehe, da trinke ich halt dann schon mal, weiß ich nicht, Cola Weizen oder was weiß ich. Da erlauben wir es halt aber einfach auch, ja. Aber sonst? Jetzt bin ich gespannt, was uns noch alles erwartet. Ich jetzt auch auf den Reitertag gespannt, der jetzt so dann gleich kommt. Der, wo mich schon so anschaut, so ganz hinterfotzig. Ja, der wartet schon drauf. Man sollte sich auch mal was gönnen. Genau. Du brauchst einfach auch mal was für den Kopf. Ich mache von montags bis freitags hält mich ganz strikt an meine Ernährung. Und am Wochenende, Samstag, Sonntag, lasse ich einfach Zügel einmal wegen locker. Und ich fahre jetzt seit 2,5 Jahren so. Und ich fahre gut damit. Jetzt, ich meine, ein paar Leute haben es im Discord bestimmt nicht gesehen. Also jetzt nicht auf meinem Discord. Aber die meisten, die wo da erinnert haben, die haben auch auf dem Bürger sein Discord und die haben der eine oder andere bestimmt gesehen. Ich habe jetzt fast 30 Kilo abgenommen. Also, von daher kann ich nicht so verkehrt dran sein mit meiner Strategie. So. Ich darf vorschlagen, wir nehmen dem jetzt ein Pferdl ab, wenn wir schon bei annehmen haben. Und schauen wir mal, was der so auf dem Zahnfleisch hat, der Grippe da drin. Oh. Du kannst nicht mal 30 Kilo nehmen, ja, weil du dann nicht mehr da bist. Aber wenn du mal Kampfgewicht hast von 130 Kilo, dann kannst du 30 Kilo nehmen, glaub mir das. So, sind wir bereit, Freunde? Wie schaut's denn aus? Du hast jetzt 5 Kilo in 2 Wochen abgenommen. Bist aber im Schnitt. Bist aber tatsächlich im Schnitt. So, ein ins Viech. So, was bist jetzt du für einer? Der magst du gar nicht, oder was? Ah, jetzt. Drachenbaumwächter. Ah, ja. Ja, der hält definitiv mehr aus. Ui, das Pferdl kann Feuer speien, alles klar. Aber. Der Blutungsschaden ist so lächerlich. Aua. Oh, was ist denn das? Nice. Große Drachenkralle und Drachenklauenschild. Der Loot kickt, Freunde. Das ist eine fettfreie Körpermasse von 76 Kilo und ich hab nur 93. Ja, dann geht er nicht frei. Was möchtest du dort nehmen, wenn nichts da ist? Ja? Klang mal einen Knockerten an den Hosensack, da wird's da nichts finden. Da lasst man Zigaretten und Chips mal weg. Ich fang schon mal bei den Getränken an. Fang einfach einmal an, statt normalem Fanta Zero zum Trinken. Da wirst du sehen, dass du schon mal allein durch das auf einmal einen ganz anderen Stoffwechsel kriegst. Es muss nicht aber radikal sein. Auf 80 bis 85 möchtest du wieder runter. Ja, es wird halt bei dir halt irgendwann schwierig. Wenn du ohnehin schon keine Fettmasse mehr hast. So. Wo haben wir jetzt da? Jetzt haben wir da Oberteil, oder? Ja, genau. Aber ich mag einmal wieder am Tag unterwegs sein, nicht nur in der Nacht. Bis bei 98 Kilo.
Es kommt auf der Körpergröße. Ja, was heißt auf Körpergröße? Eigentlich kommt es drauf, wo wir. Es ist eigentlich nie. Das ist aber das, was viele Leute sagen haben. Ja, ich wiege jetzt 100 Kilo. Ja? Aber das Entscheidende ist nicht, was auf der Waage steht. Das Entscheidende ist, wie sich das, was auf der Waage steht, zusammensetzt. Ja? Wenn ich jetzt von 100 Kilo 80 Kilo Muskelmasse habe, ja, dann habe ich in meinem Leben irgendwann einmal was richtig gemacht. Wenn ich aber von 100 Kilo 80 Kilo Fettmasse habe, ja, dann ist was falsch gelaufen. Irgendwann einmal. So, was wird jetzt ich da? Ich wollte jetzt. Ah ja, genau, bei Zeit vertreiben. Nein, nicht. Ah ja, stumm auf Stick kann man auch machen. Ja, ganz schön viele Seelen geben, der Bursch. Zeit vertreiben bis zum Morgen. Gut. Ah, erst einmal die Einrichtung kaputt machen. Bis bei 73,78 fettfrei gewesen am 26.02. Ja, aber was möchtest du denn da mehr? Dann geht halt irgendwann nicht mehr. Das ist halt dann einfach so. Du bist halt dann irgendwann einmal an einem Punkt angekommen, da wo es irgendwann einmal ungesund wird. So. Weißt du, wie ich mein? Wie gesagt, an dir ist eh nichts dran. Okay. Oder jetzt sind die sich? Magiefett, okay. Du bist laut BMI übergewichtig, weil der BMI eine komplette Behinderung ist. Deswegen. Der hat's mir angefallen und riecht. Also, an alle, die wo mal annehmen, mengen oder vorhaben abzunehmen, riecht's ihm bitte nicht nach dem BMI. Das ist der größte Schmutzwert, den was ihr euch vorstellen könnt. Oh mein Gott, wo haben wir denn jetzt? Du lebst nicht mehr. Du Scheiße, wo haben wir denn mir jetzt? So hat er Gnade. Laut BMI hätte ich schon Herzversagen und brauche eine OP. Ich spiele mit meinem Gewicht nur Fußball und auf einem Niveau. Den hätten mache ich gern. Du darfst die nie nach dem BMI richten. Niemals. Keinen Fall. Wie gesagt, entscheidend ist, wie sich das zusammensetzt, was auf deiner Waage steht und nicht, was auf deiner Waage steht. Oh mein Gott. Leyndell, königliche Hauptstadt. Ich meine, ich habe ja gewusst, dass das Spiel bildgewaltig ist, aber... Heilige Scheiße. Ich hoffe mir, dass der Drache nicht lebendig wird. Aber ich habe so das Gefühl, dass der Drache lebendig wird. Ich glaube, dass das der Boss in dem Gebiet wird. Ich mag ja fast, wenn man die Drachenstatue killen kann. Soll ich da sagen, was der Phase sein wird? Die Drachenstatue wird lebendig. Und wird der Boss in dem Spiel. In dem Gebiet. Scheiß die wandern. Was ist mit einer? Das ist ein Gegner, okay. Und das jetzt wie schriller Ton, also weil da war gewaltig schief gespielt jetzt da. Ah, er hat die lange Tröte.
Schwere Angriffe OP. Das ist ein Schneemal. Ja, mit 2 Kugeln. Oh nein, es ist wieder Gargoyle. Oh nein, nein. Es ist wieder so ein scheiß Gargoyle-Arschloch. Ja, na, das war so klar. Achso, nein, das ist irgendetwas anderes. Wieder der kommt aber weiter. Aber wollen wir mal austribbeln, den Idioten. Schnauze! Michelin. Ja, stimmt. Schaut mir so ein wenig aus wie Michelin-Männchen. Ein Garausgold macht. Was ist denn ein Garausgold? Hey du, wer pfeift, hat's viel Luft im Kopf. Oh, die haben noch mehrere. Oh, scheiße. Oh, fuck. Ah, die haben mit der Trompeten zu. Jetzt müssen wir hinterher wir fahren. Ich meine, das kann's halt nicht werden. Au! Also das ist. Aha. Das ist quasi nicht nur Trompeten, sondern kannst du Seifenblasen machen damit. Sehr gut. Du bist gerade quasi im Endgebiet, nur wie jetzt Endgebiet? Ja, die Hälfte noch gar nicht gesehen, das kann nicht aus Endgebiet sein. Möchtest du mich verarschen, oder was? Gau aus, ja, jetzt halt. Ich glaube, ich hätte da gar nicht überspringen sollen, merke ich gerade. Ich komme, glaube ich, da nicht mehr auf. Das ist schon wieder so ein Haum da halt. Zupfte! Oh, schreck mich, du Arschloch, du. Schreck mich der. Was ein Parfümeursbolzen. Aha, ein Pfeil mit Parfüm, sehr gut. Schmiedestein. Ja, toll, außer ein Parfümbolzen hat er jetzt nichts gekriegt, oder was? Toll. Der fette Baum. Ja, stimmt, da ist Eingang. Ja, dann ist ja die Spähe bald um, oder was? Kann man jetzt aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Was habe ich nie da eigentlich für einen Marker auf der Map? Dauert noch, okay. Aber jetzt ein bisschen geknickt, wenn es schon so bald um war. Sneaky Picky. Schwert dann Anscheinrenner! Du Lelix, danke für dein Following. Merci dir. Ja, einer vor 100, Freunde. Wenn jetzt da irgendwer sitzt, der noch nicht gefollowt hat, weil ich jetzt da gerade mal den Hinweis gegeben hat. Einer vor 100, ja? Seid so gnädig. Wenn ihr noch nicht den Follow-Button aktiviert habt, dann aktiviert ihn bitte. Der kostet gar nichts. Danke dafür. Und was ist jetzt das Stockgärtnerei da, oder was? Toll. Ich war jetzt unter einer gekommen, oder was? Achso, ja, gut, dann. Okay. Nein, scheiße, ich hab jetzt nicht gesehen, dass dieser Aufzug ist. Ja, toll. Ich hab keine Ahnung, wo wir jetzt rauskommen. Du kannst da anfallen. Mhm. Ich kannte ja anmotten, wenn's war. Magst du sterben, danke. Freunde, bei mir macht sich schon wieder Unmut breit. Ich weiß auch nicht warum. Ja, das war so klar. Da schau her. Hör du auf mit deinem Krotzratz da. Oh, du stirbst doch nicht einmal. Stirb! Motschek. Das kannst du auch selber, oder? Ich weiß, ich glaube nicht. Ah, da ist ein Lorter. Okay, da meine ich, schauen wir gleich einmal vorbei, ja. Da wollen wir mal auf. Da steigen wir einmal mal die Leiter hinauf. Bin mir zwar jetzt nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist, aber. Mir wird schon was anspringen, wenn es mir nicht passt. Oh, da ist eine Kiste, das hat sich schon wieder rentiert. Sehr gut. Der
Parfümflaschen, ja toll. Meid hat sich frei. Haben wir da herum. Oh Gott, ich sag schon, das Gebiet ist schon wieder verzweigt wie bis sonst was. Hallo? Wir kommen in Frieden. Kappa. Fluch des Saatbeets. Was ist das schon wieder? Ein Fluch, der auf einem vom Dunkfresser geschändeten Körper gewachsen ist. Ein auf einer vom Dunkfresser getöteten und geschändeten Leiche gewachsener Fluch. Zarte Pocken von Mahlhörnern befallen. Der Dunkfresser lässt den Fluch des Saatbeets auf Leichen heranwachsen. Er verhindert damit, dass Seelen der Toten zum Erdenbaum dass Seelen der Toten zum Erdenbaum zurückkehren, sodass sie für immer verflucht bleiben. Eine der schlimmsten Abscheulichkeiten, die es im ganzen Zwischenland gibt. Aha, okay. Es gibt ungefähr 700.000 verschiedene Waffen, also es ist unfassbar. Also ich hab zwar jetzt, glaube ich, noch nicht, also das, was ich jetzt an Waffen hab, das glaube ich ist einmal ein absoluter Bruchteil. Also es gibt Schilde, es gibt Speere, es gibt Langschwerter, es gibt Kurzschwerter, es gibt schwere Schwerter, es gibt Großschwerter, es gibt Bögen, es gibt Kanonen, es gibt unfassbar, es gibt sogar Peitschen, ja, falls das richtig Dreck ab mir herzt. Da gibt es sogar Peitschen. Ja, Lanzen, alles mögliche, Keulen, also Waffenvielfalt in Elden Ring ist noch mehr Level her als wie in den normalen Souls-Spiele. Ja? Also was heißt normale Souls-Spiele, wie in die vorangegangenen Souls-Spiele, so muss man ja so. Ja, ich seh mich schon so komplett verloren, oder, in dem Gebiet. Oh. So, aus Bett, Ruhe ist. Wird nicht Bett. Altersblüte, aha, der lebt da noch, oder? Ja, genau, das habe ich genau gewusst, dass du da hinten herkommst. Das hat nicht verdächtig ausgeschaut. Zupfte. Robe der Oberschicht. Aha. Mal ganz gezielt in die Fresse geschossen. Respekt. Aber es schaut richtig geil aus, das Gebiet, muss ich echt sagen. Irgendwie erinnert mich das gerade so ein bisschen an Minas Tirith aus Herr der Ringe, ich weiß auch nicht. Naja, ich sag schon, da kannst du jetzt wahrscheinlich wieder über sämtlichste Dachel springen und dann irgendwelche Hidden Secrets. Da legt er, pass auf, wacht. Da legen wir ja mal einen Marker her, jetzt passt's auf. Da müssen wir uns einmal noch umschauen. Schau den Drachen an. Moment einmal. Ja, und jetzt? Ja, das wird der Boss sein, das kannst du am Plänen verzeihen. Ich kenne Souls-Spiele. Noch ist er auch Stor, die Frage ist, wie lang. So, da waren wir jetzt gerade da oben, gell? Richtig. So. Eins nach dem anderen. Du stehst da. Ja, schöne Hitten wird's aber schon, gell? So ist es nicht. Oh Gott, hey, das ist so groß, das Gebiet. Ah. Hab ich genau erlurt. Miranda-Pulver. Resident Evil oder was? Oh. Bürgerschuhe. Mhm. Bürgerschuhe?
So, der hat jetzt einen Megaschädel, oder was? Aha, da muss man die wahrscheinlich zuerst ausschalten. Verstehst schon. Moment, dein Futz! Ja, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Also ich habe jetzt mit allem gerechnet, aber nicht, dass er mal 16 Pfeile auf einmal in den Knirschheim schießt. Aber gut. So weit haben wir ja nicht. Ach, wir haben ja da noch einen gefunden, oder? Nein, haben wir nicht. Eieiei, wir müssen wieder ganz bis da umgehen. Ja gut, okay. Macht ja nichts. Kann ja mal passieren. Ist alles nicht so dramatisch. Warte mal. Wo genau haben wir mich? Ich muss mich jetzt schnell kurz orientieren, weil gerade. Achso, ja, okay. Okay. Ja, gut, ist alles nicht so dramatisch. Die tröten Viecher ignoriere ich jetzt einfach einmal. Okay. Irgendwann haben Spezialangriffe, ja, ich hab mir schon fast gedacht. Achso, ja, warte, Moment einmal. Ist der Aufzug da unten, oder was? War schlecht. Gibt's ein Ruhes 2. Da ist er. Da ist der Heavy. Okay. Das heißt, wir greifen auf alle Fälle erst die Nonne an. Damit ja nichts passiert. Wieder, was ist denn? Ja, okay, der Typ da hinten ist gefährlich. Der ist sehr gefährlich. Alter, chill doch du mit der Knirscheibe da hinten jetzt. Okay. Die Passage ist gefährlich. Oder sollte ich vielleicht doch eben zuerst ausschalten? Ja, man hat gesagt, den Rip-Counter kannst du schon lang vergessen, weil das stimmt schon hinten und vorne nicht mehr zusammen. Da fahrt jetzt himmelweit. Ja, okay, neue Strategie. Da müssen wir mal schauen, ob wir nicht zuerst den anderen angreifen. Also den Schwertheini. Stell schon mal auf 1000. So unfähig bin ich jetzt auch wieder nicht, ja? Mr. Shadow. Offensichtlich. Bist du noch Ragen? Nein, das glaube ich nicht. In Soul-Spiele rage ich eigentlich nicht.
Ist ja jedem Gamer, den ist. Ich bin halt, was Souls angeht, habe ich halt einfach ein sehr, 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 sehr dickes Fell entwickelt mit den Jahren. Ah, jetzt bist du nicht mehr so cool da ohne deinen Schädel, gell? Blöde Funzel. Zufte. Jetzt, das aller guten Dinge sind 3. Wird doch. Was ist mit dem da? Er schmollt. Achso, er ist auch stur. Ah ja, gut, okay. An gewissen Stellen. Ja, aber das ist halt auch wieder typisch Souls. Es gibt kein Souls-Spiel, wo es an einer gewissen Stelle. Oh, nicht unfair ist. Aber da haben wir. Jetzt passen wir auf, kann man den Backstab do? Hier kann man Backstab, oder? Da gehst her! Eine Arsch! Oh, leck halt der Feuer aus, bist du bescheuert? Nein! Nö! Obst du's Mai hältst! Aber kriegst von vorne auch noch. Einen ins Gesicht. Mit ja nichts passiert. So. Der steht nicht allein. Das kannst du vergessen. Da ist noch irgendetwas, oder? Ja, sag ich doch. Sag ich doch, dass da noch irgendwas ist. Außer der. Aua. Nö. Nö. Russiskim. Schwere Angriffe OP, meine Freunde. Achso, der steht vor der Tür und das. Was ist mit der? Haben sie zugeschmolzen oder was? Voll. Warum bin ich jetzt dann da hergegangen? Gibt's ja noch irgendetwas, oder? Die kann man wahrscheinlich irgendwann mal von der anderen Seite aufmachen, kann man feststellen. Mikellas Lilie, okay. Ah, warte mal, ist das Moment einmal. Okay, man, das ist ein Geheimgang. Ja gut. Das ist offensichtlich fürs Licht. Mit BU-Schaum, ja. Mit einem brauner. Freunde der Sonne, aber jetzt war da an der Stelle wirklich einmal ein Ort der Gnade recht, weil es ist doch ein ganz schön Stickel bis da jetzt tatsächlich. Ja gut. Ah, ja genau. Das war so klar. Keinen Ort der Gnade für mich, das ist aber traurig. Alter, aber die halten tatsächlich richtig viel aus. Da kannst du wirklich nichts sagen. Mama, da kommt wieder ein Boss, hundertprozentig, oder? Ja, das war so klar. Ja, das. Also, wenn man sowas sagt in der Souls-Spiel, ja, großes Areal und so ein Viech, ja, dann weiß ich ganz genau, was geschlungen hat. Ja, das kannst du mir nicht mehr verzeihen. Alles andere ist gelungen. Sag ich, wie es ist. Ja, der wird's ja gar nicht. Alter Restzahn, okay. So, hätte ich von da gekommen, hätte ich gerade sagen. Ah, es gibt's ja nicht mehr, da muss es mir irgendeinen Ort der Gnade geben. Oh, da geht's auch noch hinterher. Oder von da bin ich rausgekommen, oder? Ja, von da bin ich rausgekommen.
Okay. Alter, das Gebiet, das ist halt auch unfassbar groß. Und unfassbar verwinkelt. Ja, da springt doch bestimmt auch wieder irgendein Arschloch um Sick raus. 100%. Da geht's auch hinter. Weil der Satz ja behindert. Wie viele Gänge gibt's denn in dem Gebiet? Da wirst du mit dem Schau nicht fertig. So, was jetzt so kann man da aufmachen. Oh, da kann man aufmachen. Ist der Ort der Gnade dahinter? Ja, das Gebiet ist gerade noch ein wenig größer, Mann. Ja, toll. Alter, wie groß ist denn das? Beste Blut, okay? Oder mit helfen, ja, toll. Das ist See. Okay. Ein gut, Sam 30. Oh nein, nicht schon wieder so eine. Oh, leck, was ist denn das? Ja, ich bin gefangen. Ja, toll. Ja, super, oder? Okay, ich geh wieder und tschüss dann. Ja, vielleicht gehe ich ja nicht mehr. Vielleicht stirbe ich ja einfach. Wieder so ein nerviger Rain? Bist du behindert? Ja gut, wenn da ungefähr 15 Gegner auf mich zuschießen, dann wird's halt irgendwann schwer. Ja, das war mal ein Boss, das da drum hat. Das war mal ein Mini-Boss in so einem Dungeon. Ja, das kannst du vergessen. Das steht, nein. Ich geh da erst hin, wenn ich einen Ort der Gnade hab, Freunde. Das sag ich euch, wie es ist. Weil ich jetzt sterben und dann wieder da oben rennen, einfach. Ja, das Spiel hat tatsächlich jetzt an Schwierigkeit ein bisschen zugelegt. Muss ich tatsächlich sagen. Gehen wir in die andere Richtung. Ja, bin schon dabei. Chill. Aha. Da haben wir sie schon. Der ist schon wieder so ein Rutzer. Achso. Okay. Oh ja, natürlich. Da kommt er. Da kommen wir. Ja, genau. Geh du mal da zurück. Und den Rest regel ich dann schon. Ich glaube, du hast es jetzt auch geschafft. Was? Dass du positiv bist. Eigentlich müsste jetzt die mittlerweile fragen, wer ist das nicht? Ja? Weil es Gefühl der jeder hat. Blut? Wie viel hat's denn ist?
Du weißt es bis jetzt noch nie. Also ich garantiere dir, wenn wir testen, da bin ich auch positiv, 100%. Da trinken wir mal einen Schluck. Wichtkopf. Ja? Ich weiß nicht, wie sich das verhält, wenn der Ding nicht auftaucht. Die andere Frage ist, warum testest du die jetzt nicht? Okay. Ja, Freunde, wir suchen immer noch einen Ort der Gnade. Mag ich da eine? Ich glaub nicht. Der schaut stark aus, wenn du mich fragst. Ist stark. Ja, da schauen wir uns um, wenn ich einen Ort der Gnade habe, Freunde. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht sterben und dann wieder da oben rennen müssen. Das ist Aufzug. Aufzug heißt meistens was Gutes. Oder auch nicht. Hä? Ach so, da war... Ach so. Kehrt heute schon, aber gesehen heute nicht. Ja, freilich grab jetzt du aus dem Erdloch raus, ist eh klar. Schotterstein? Keine Ahnung, was das sein soll. Wäre jetzt aber nicht nochmal lebendig, oder? Ja, Mann. Steinschwertschlüssel, okay. Nice. Der Clip vom Boostern reagiert mit Bluetooth. Was für ein Clip mit Boostern? Oh, ich möchte doch nur einen Ort der Gnade. Mehr möchte ich doch gar nicht. Jetzt ist das Gebiet so groß. Ja, genau, also. Ja, da wird's zum Umschauen. Das wird... Oh, leck mich am Arsch. Aha. Ja, ist das eigentlich ernst? Da müssen wir da 4 ohne einen Ort der Gnade zum finden. Und hilft's eh nicht.
Also, wo ist mir jetzt nicht bei der Sache? Das sag ich gar. Ja, ich kann meinen Geist schon. Ja. Warte mal, kann man. Ah, haben wir mal da. Vielleicht finden wir da noch irgendetwas. Ah, da waren wir schon, gell? Ja, da waren wir schon. Hoppala. Da waren wir schon. Das ist doch nie und nimmer verlassen, das kannst du am Plänen verzeihen. Ja, es war klar, oder? Das war klar, dass da ein Boss kommt. Oh, das war sehr riskant. Ja, die verzögerten Schläge, ich hasse sie. Oh na. Ja, das ist ein sehr weitläufiges Gebiet, da ist sauber Ausweicherkarte drin. Ja, das wird mein Tod. Das wird mein Tod. Oh je! Ja, die Kutschen. Okay, wieder von vorn. Einmal durchlaufen. Einmal durchlaufen. Ja, die Kutschen, die ist blöd, wenn du sie da fangst da drin. Das ist ja so ein enges Gebiet, da hast du nicht wirklich viel Luft zum Ausweichen tatsächlich. Aber gut. Wenn das kann nicht sein, dass das der einzige Ding ist bis dahin. Das gibt's ja nicht. Da musst du an einem anderen Ort der Gnade finden. Da laufst du ja dumm und dämlich. Den habe ich garantiert irgendwo übersehen. Da gibt's eigentlich, da muss irgendwo noch einen geben. Gut, man kann es aber so machen, oder? Ah, war Glück, dass jetzt den ganzen Weg wieder runterrennt. Ah, die Viecher, die nerven hart. Ja genau, weil da haben wir rausgekommen da herunter. Und da haben wir uns so tatsächlich leichter. Ja, dann geht's tatsächlich sogar. Weil da können wir nämlich da auch wieder raus. Ja, dann geht's tatsächlich. Oh oh.
Geht doch. Fürstenrune, okay. Mimik macht den Solo. Ah, glaube ich nicht einmal. Glaube ich nicht einmal, weil die kriegt doch ganz schön Damage von dem. Ja, da waren wir auch schon hin. Es gibt's ja nicht, da muss ja irgendwo ein Wort der Gnade sein, das kannst du am Leben verziehen. Heute mal Pferdl rufen? Nicht, okay. Du geht's nach oben. Ach ja. Ernsthaft. Ja gut, okay, fast. Was ist jetzt? My utmost thanks for bringing me to the base of the Erdtree. Here, I can govern my own movement, and thus, the accord is fulfilled. I shall depart to ascertain the purpose I was given. Farewell. I shall leave Torrent, and the power to turn runes into strength. Ja, das war doch sowieso schon die ganze Zeit. With you, I wish you luck in realizing your ambition. You have fought long and hard. I have no doubt you will become Elden Lord. May you take the throne. Warum verbieseln sie die jetzt? Ich hab doch sowieso ohne derer schon alles gemacht. Ja, ja, so das massive gefällt mir, brauchen wir mehr Gesundheit. Am Schaden scheitert es aktuell nicht. Gott, das Gebiet, das ist so unfassbar groß. Ich weiß halt überhaupt nicht, wo ich zuerst hingehen soll, das ist ja das. Kommt jetzt so der Baumdepp da wieder? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, keine Ahnung, wo ich zuerst hingehen soll. Aua. Blitzsichere Trockenleber. Ah ja. Wieder nix. Ein Haufen gute Runen kriegt man da jetzt tatsächlich. Ziemlich hochwertige. Ah, ah. Vergiss das mit deiner Tröte. Ah. Alter, der macht verdammt viel Schaden. Wirf wieder jetzt mal zurück. Zupft die bloß. Sie schon wieder. Ritterschulden, okay. Wer schießt jetzt da? Irgendwer schießt da. Oh, da ist eine Treppe nach unten. Jetzt bin ich jetzt im Kanal, oder was? Hä? Wo bin ich jetzt? Wir unterhalten den Fliegel.
Oh, leck mich am Arsch, das ist so fei. Ist ja da kaum verwirrend, das Gebiet. Jetzt war halt interessant zu wissen, wo muss ich hin. Das war jetzt eigentlich einmal nicht schlecht. Also so wie ich das jetzt sehe, scheint der Drache doch harmlos zu sein. Der scheint nichts zum tun. Das ist einmal gut für uns. Also Stand jetzt. Jetzt gehen wir einfach mal da lang, weil das wird dann schon passen irgendwie. Das wird dann schon irgendwie passen. Mal eins nach dem anderen. Oh, kann man dann Shortcut aufmachen? Ja, natürlich nicht. Da gibt's nix, okay. Ja, schon wieder so ein Ritter-Arsch. Mehr sterben. Oha. Ja, geh du da mal her, genau. Jetzt kommt der Schützensepp Banner. Ja, toll. Alles klar, okay. Stunner kennen die auf jeden Fall gut. Aber zumindest haben wir da nicht weit. Das ist ja auch schon Maps. Dann greife ich da bevor, dass du da irgendwas tun kannst. Oh, wie ist jetzt der andere? Ja genau, du kannst gleich da reingehen. Du bist der Nächste. Jetzt weiß jeder den runter. Der ist ja 300 Meter weg! Sehr gut. So mache ich das. Oh, was ist er hier? Ja, ich habe auf alle Fälle Off-Stream-Apps, wo ich mich gewaltig umschauen muss. Weil das ist ja abartig, wie viel das zum Erkunden gibt. Da steht auch noch einer, oder? Ah, da hinten ist er. Jetzt der noch nicht ernsthaft. Okay. Ja, das kommt sie hin. Das kommt sie nicht. Ich glaube, dass die sogar noch einen Ticken stärker haben. Wegen einer Fähigkeit, wegen dem Blitz, also der Blitzpfeil, der wirft die jetzt mit zurück. Drachenwundenfett, okay. Ich muss aber nicht da wirklich rauf, oder was? Das ist der Ernst. Kann man da rauf? Ja gut, okay, wird schon nicht lebendig werden.
Schotterstein. Ja, da geht jetzt offensichtlich nichts mehr, aber... So, Moment mal. Ja. So, müssen wir... Müssen wir da umgehen? Ernsthaft? Oh, leck, das war aber knapp. Hätte mich am Arsch. Oh, ja, Runenbogen, den nehmen wir natürlich gern. Hm. Ich habe da überhaupt keinen Anhaltspunkt, wo es am besten weitergeht so. Ah ja. Okay. Ja, wir haben halt jetzt natürlich im höchsten Stock schon fast. Ja, gut, fast. Da geht's noch ein wenig weiter auf, aber... Ja, das wird brutal fett zum Anschauen jetzt dann offstream mal. Wieder goldene Rune, okay. Oh, Ort der Gnade, sehr gut. Jetzt auf einmal finde ich die ganzen Orte der Gnade, toll. Dann geht's wieder nach unten weg. Ah, das will ich sagen. Moment mal, wo haben wir denn mir da? Okay, es kann da theoretisch da oben einige. Beziehungsweise da ist ein Baum. Ja gut, okay. Jetzt schauen wir mal, was da unten los ist. Wir haben ja jetzt zumindest mal einen Ort der Gnade da oben. Also wenn wir jetzt da sterben, ist nicht allzu tragisch. Das ist auf alle Fälle Loot. Das ist gut für uns. Stockschwert. Okay. Sonst gibt's da nichts. Ja, ich kann mir jetzt da oben fallen lassen, theoretisch. Kann man aber auch wieder auf den Zweig auf. Ich möchte mal da hinten schauen, tatsächlich. Es gibt praktisch jetzt mit zwei Wege, wie wir da aufkommen. Er wird lebendig, 100%. Ja, 6 ist da. Ich habe gesagt, dass er lebendig wird. Ja gut, wir haben einen Ort der Gnade, so ist es jetzt nicht. Die Frage ist, wird der lebendig, wenn ich die angreife? Ja. Au. Wieder, der hat ziemlich was drauf. Aua.
Ah, da ist ein Saat. Wow! Gargoyle-Hellebade. Horn des Gesandten und eine goldene Saat. Nice, das hat sich rentiert. Das hat sich rentiert. Wie viele goldene Säte haben wir denn mehr jetzt? Bier! Nice! Können wir uns wieder Flaschen holen. Dann. Schauen wir da in den Gebiet da unten um. Oh, da geht's auch auf. Schon wieder eine goldene Rune. Die werden da echt nachgeworfen. Hä? Moment einmal, ist das nicht... Hä, das ist doch Tafelrundfeste, oder nicht? Das ist doch eigentlich der Schmied, oder? Ja, tatsächlich. Ja, aber... Okay. Bei meinem Schwerte. Ellenrune, okay. Tatsächlich, das ist eine Tafelrundfeste. Runenbogen. Fünffingermedizin. Achso, dann gibt es quasi 2 insgesamt, oder wie? Lol. Fluch des Saatbeets? Das haben wir schon mal gefunden. Schauen wir mal. Schmiedestein. Kann man da aufmachen? Tatsächlich. Schwert der geheimen Worte. Hä? Okay. Da ist. Ein geheimes Schwert, das die 2 Finger einst den Befleckten der Tafelrundfeste gewährten. Die Klinge verursacht Heiligschaden und ist formlos, sodass kein Schild sie aufhalten kann. Früher, als die 2 Finger noch voller Kraft und Meister der Überzeugung waren, versammelten sich viele Helden in der Tafelrundfeste. Wie jetzt das Hocker? Ah ja, Star Wars incoming, Freunde. Wir machen jetzt einen auf Jedi-Ritter. Cool. Ja, wenn wir jetzt halt auf Magie skillt waren, gell? Lol. Ja, nice. Okay. Aber von wo haben wir mich jetzt kennen? Von der Schmiederichtung her, meine ich, ja?
Ja, aber von da kommen wir. Ja, nice. Okay. Mit die Klappe. Ist da wieder noch ein Hund? Ja, wir hätten auch da rausgehen können, so weit es jetzt auch nicht gewesen, gell? Und das auf jeden Fall noch Loot. Hat man uns noch hin. Okay, da können wir wieder Magie-Dingens. Magie-Gewand. Tatsächlich. Ah, da ist Knierschein vom Drachen, da schon hin. Ja, da ist wieder so ein Scheiß. Da ist wieder so ein scheiß Ritter. Ja, okay. Ja, da wird's offstream werde ich mich da mal ein wenig genauer umschauen. Es gibt so viele Wege und Winkel, da wo ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht weiß, wo ich zuerst hinschauen soll. Das muss ich mir dann nochmal in aller Ruhe nochmal anschauen. Und mir fällt gerade ein, wir haben noch ein Gebiet, wo wir weiterschauen können. Da unten kann man auch noch weiterschauen. Ja, das kann man auch noch schnell durch. Wenn ich da jetzt nicht stirb. Okay. Was ist denn das? Der Ritter Kunibert oder was? Der schwarze Ritter. Alter, schwere Angriffe waren so OP. Gar nichts hat er gemacht, der Bursch. Ja, ich tippe mal, wir müssen Richtung Bahn. Denke jetzt einmal, weil alles andere macht keinen Sinn. So, das bleibt sich Kupfer gesprungen, ob ich links oder rechts gehe. Okay, ja gut. Ja! Ah ja, da haben wir wieder also gestalten. Mal vorsichtshalber umnirten, damit auch nichts passiert. Da ist wieder so ein Ritter, okay. Diesmal hat er 2 Hammer, sehr gut. Einer vorher der Axt kommt, meine ich. Ritualschild-Talisman, okay. Was macht der? Talisman, wo? Da. Erhöht die Verteidigung beim maximalen LP, okay. Nice. Gut, da geht's nicht rein. Irgendwo findet man da garantiert noch etwas. Ah, sag ich doch. Wegen Medizin, ja toll, das hättest du schenken können. Das hättest du dir schenken können. Gut, da ist Sackgasse, das heißt, dann haben wir einmal rundum. Okay.
Ist einfach ein wunderschönes Spiel. Kann ich nicht oft nur sagen. Okay, Wurzel, wo? Ah ja, da müssen wir wieder mal sauber. Okay. Dann gehen wir ein Stockwerk weiter. Richtung Baum. Das war eigentlich auch geil gemacht, dass du der Baum, also die Stadt direkt in den Baum integriert worden ist. Also wer auch immer sich das ausdenkt hat, die ganze Map und wie auch immer, das ist ein absolutes Genie gewesen. Da gehen wir nochmal nach unten weg. Dass wir uns dann anschauen. Oh. Der da oben bringt mir nichts, aber wo geht's da unten? Das möchte ich luren. Aber der geht Bungee-Jumpen, das ist gut. Wie jetzt? Okay. Ja, dann die Giftpflanzen, oder? Ah ja, da gibt's auf jeden Fall Loot. Sehr gut. Schmiedestein Stufe 6, okay. Ja, die Schmiedesteine, die schonen uns überhaupt nicht, wenn wir da mal haben. Falls wir mal wieder andere Waffen spielen. Tut einem das schon wohl. So, jetzt müssen wir nur mal neu orientieren. Da müssen wir lang. Okay, weil da ist... Ah, da ist auch noch Loot. Sehr gut. Oh, aber da kommen wir nicht hin. Da kommen wir von da nicht hin. Okay. Die Dinge müssen halt aber auch irgendwann einmal angreifen, hätte ich mir gemeint. Ah, seht ihr es da. Oh ja, das ist sehr gefährlich. Bringen wir uns einmal durch, weil da fällt man relativ schnell ganz leicht nach unten. Ja, Ruhe geben, Freunde. Das ist uncool. Wächtermaske, okay. Ach, da können wir jetzt auf den Loot hin, das ist gut. Das ist gut, weil da können wir auf den Loot da um. Glaube ich. Schnauze. Heilig fett, okay. Okay! Gut, da vorne haben wir eh einen Ort der Gnade gehabt. Da wo wir vorher den Gargoyle verdroschen haben. Das heißt, wir werden da jetzt wahrscheinlich so schnell keinen finden. Denke ich mal. Ah, servus. Ja, genau. Müssen wetten, dass du wieder irgendetwas... Ja, es war klar. Und nicht anders sagen, ne? Godfrey, erster Elbenfürst. Ist das der Endboss oder was? Nein.
Oh, Talismanbeutel. Nice. 80.000 Seelen gibt der Typ. Das war ein Boss, ja, scheinbar. Ich schau gerade, was ich noch nehmen kann. Ja, der soll nicht vergessen, Mozart, wenn du eine Mimik hast, dann geht's relativ easy, weil der Boss halt immer abgelenkt wird. Da hast du praktisch mehr oder weniger so freie Fahrt. Erhöht die Kraft aufeinander und davor den Angriffe, das ist ja sehr gut. Achso, das habe ich schon drin gehabt, ja toll. Wobei nicht den Skarabäus nehmen, dann kriegen wir mehr Runen. Mehr Runen ist mehr gut. Okay. War aber auch kein Mainboss, nicht abgesehen davon. War definitiv kein Mainboss, weil da war eine Katze hingekommen. Also es war eigentlich wieder so 0 auf 15. Was sag ich denn? Nicht 0 auf 15 Boss, aber halt einfach so ein normaler Mini-Boss halt praktisch. So ähnlich wie der Gargoyle vom vorher, so kann man es sagen. Hat zwar eigene Bossleisten gehabt, aber ist jetzt tatsächlich kein Mainboss nicht gewesen. Glaube ich, denke ich. Mainboss meine ich hätte schon ein wenig mehr auf dem Kasten gehabt. Oder haben wir wieder einen Aufzug? Ja, Moment mal. Wo gehst du mal noch drin weiter schauen? Ah. Dunkelschmiedestein Nummer 5. Ich brauche einen für Stufe 7, dann kann der meine Waffen weiter ausbauen. Aber so wie es ausschaut, geht es bei dem Aufzug dann weiter. Da haben wir noch eine Wurzel, ja, da steigen wir auch mal auf, weil wenn wir schon da haben. Oh, da ist auch noch etwas dahinter. Heiligfett, okay. So eine heilige Träne war irgendwie noch mal cool, dass unsere Heilwirkung verstärkt wird. Habe ich auch schon ewig keine mehr gefunden, tatsächlich. Wobei unsere Heilung eigentlich relativ gut einschluckt, so. Na, da gibt's auch noch etwas. Oder auch nicht. Okay. Na, dann gehen wir mal bei der Wurzel auf, dann schauen wir mal. Okay. Kennen wir da einer? Gut, der Karten noch zu Ort. Moment einmal. Können wir da zu dem Baum her? Okay, tippe mal, dass da dann tatsächlich weitergeht. Dann schauen wir uns zuerst einen Aufzug an. Tatsächlich. Dann schauen wir uns tatsächlich zuerst einen Aufzug an. Nehmen wir jetzt eine kleine Abkürzung. Brauchen wir den ganzen Weg nicht wieder außen rumrennen. Dann gehen wir zuerst in den Aufzug runter. Weil ich vermute mir, dass er nach unten geht. Schauen wir mal. Okay, da kommen wir da her. Lol.
Nur Regression enthüllt Geheimnisse. So Geste praktisch. Na, warte mal. Wo kann Ah. Hab ich nicht. Regression? Hab ich nicht. Wie es ausschaut. Heiligfett. Gut, das sagt man halt offensichtlich, dass die Gegner da massiven Heiligschaden nehmen, ja? Weil wenn man da ausschließlich Heilig... Ja genau, wie auch immer. Den können wir jetzt aber sogar mal probieren, weil wir haben ja oben einen Ort der Gnade. Oh, der wird ja nicht gestaggert, okay. Okay, so viel Schaden macht er gar nicht. Jetzt kommt's mir gerade erst, das war, jetzt stimmt, jetzt wo ich den Move zeig von ihm, das war auch mal ein Miniboss. Aua. Okay, ich nehme die Aussage mit so viel Schaden macht er ja nicht dezent wieder zurück. Man gibt ja gerade 4000 Seelen. Wahnsinn. Ja gut, du kommst mir schon noch mit gegen. Scheiße. Ist mir verarschen jetzt, oder was? Geht doch. Goldene Barriere. Okay. Okay, sonst gibt's da quasi nichts. Ja gut, dann weiter. Praktisch. Okay. Mr. Billinger, hab ich dir. So, ist fit bei dir. So. Ja, gut. Ja, dann gehen wir jetzt über die Wurzellaufe und dann scheinbar weiter. In wieder ein neues Gebiet. Denke ich mal. Können wir mal rosten. So. Da bin ich jetzt gespannt, was uns jetzt wieder auswirft. Wieder, der holt aber auch ganz schön viel aus. Ja, der hat ein wenig mehr drauf. Alter, kannst du mit chillen? Alter, der ist brutal flink.
Ah ja. Stirb, Arschloch. Oh, 124.018 Runen, das sollte man fast einmal investieren. Ah ja, perfekt. 2 BO habe ich dir. Segen des Erdenbaums. Ah ja. Ja. Da machen wir mal Kraft auf 45, meine ich. Oh oh. Ich hab so das Gefühl, dass da mein Boss kommt. Ich habe so das dumpfe Gefühl, hier kommt ein Membus. Ja, schauen wir mal. Graceless, tarnished. Er schon wieder. What is thy business with these thrones? Hä? Den haben wir doch schon verdroschen. Godric the Golden. The twin prodigies, Mikola and Melania. General Radahn. Praetor Rykard. Luna Princess Rani. Er redet ja gerade von... Willful traitors. All. Thy kind are all of a piece. Pillagers, emboldened by the flame of ambition. Oh, so spät ist mir höher mehr drauf. Ah ja, okay. Have it writ upon thy meager grave. Felled by King Morgoth, last of all kings. Morgoth, König des Mals. Oha. Ja, ich hab's das Gefühl, der wird schwer. Boah, legt der da lauter Verzögerte. Okay, ich glaube, der wird intens. Der, meine, Mr. Motzog, sind Sie jetzt zufrieden? Sie wollten einen gescheiten Boss da haben sollen. Bevor jetzt dann wieder die Großen reden, schaut voll einfach aus. Okay. Wir haben eine Herausforderung. Da müssen wir jetzt einmal lernen. Da müssen wir jetzt mal lernen. Ja, das ist nicht Margret. Das ist der Morgoth. Der schaut zwar ähnlich aus scheinbar, aber das ist ein anderer. Kann der vorher der Ringe sein, abgesehen davon. Ja, den hast du nicht verlernt, gell? Alter, der Schaden ist bescheuert.
Okay, der hat eine brutale Range. Und der braucht ungefähr 3 Minuten, um zuzuschlagen. Was ist das jetzt? Ja, du hast ein wenig zu oft Lichtschwerter eingesetzt, Mann, ha? Boah, Leck, bist du bescheuert. Der ist noch nicht mal in der zweiten Phase. Wow. Ja, dem bringt man keine schwere Waffen was. Da brauche ich Doppelklingen. Mit der Waffe bin ich zu langsam. Die macht zwar guten Schaden, aber ich bin mit der Waffe zu langsam. Ich komm gar nicht an ihn ohne. Wenn ich zuhaue, hat's mich schon. Der ist sauber, der ist zwar riesig, aber er ist schnell. Aber für das, dass er so groß ist und schnell ist, braucht er ziemlich lang, um zuzuhauen. Wir seid Zwilling praktisch. Wird Margit, keine Ahnung. Aber da brauche ich Doppelklingen. Ja, probieren wir es mal so. Jesse, danke für dein Raid. Es kommt pünktlich zum Bosskampf, zum Main-Bosskampf. Wie war der Bloodborne-Stream? Habt's an Logarius Hosen ausgezogen? Ich hoffe doch. Was ein geiler Alert. Ja, machen wir muss halt sagen, gell? Willkommen an Oli Raider. Jess, alles gut bei dir? Danke dir. Wie geht's euch? Alles flauschig. Ich hoffe doch. Wie gesagt, ihr kommt gerade pünktlich zur Main-Boss-Session. Ja, zu der ersten halt. Logarius ist tot. Sehr gut. Press F for Respect für Mrs. Jess. Möchtest nicht spoilern lassen, kann ich absolut verstehen. Dann schnell, schau, dass du rauskommst, bevor ich einen Main-Boss mache. Mir geht's großartig. Bei mir ist alles soweit sehr gut. Wir haben bis jetzt sehr, sehr gut vorangekommen. Wir haben jetzt ein neues Gebiet. Und ja, gut, da haben wir jetzt schon Bekanntschaft gemacht mit einem neuen Mainboss, der was ziemlich haarig auf die Zent hat. Ich bin jetzt gerade am Patterns lernen. Das ist jetzt quasi der 3. Anlauf. Jetzt schauen wir mal. Wird schon bewähren. Genau, der Mr. Sai-Ching hat einen Shoutout für die Mrs. Jess in den Chat gehabt. Leute, schaut da gerne mal drauf. Die spielt momentan auch Souls-Spiele, spielt Dead by Daylight. Lohnt sich auf jeden Fall da mal vorbeizuschauen, Freunde der Sonne. Stay strong. Ich versuche mein Bestes, Xasator. Danke dir. So, jetzt schauen wir mal, ob es mit Doppelschwerter vielleicht besser geht. Spotty, habe ich dir. Oh, warum braucht ihr so lang zum Zuschlagen? Ich hasse so verzögerte Schläge. Oh Mann. Das sei ja schon wieder pennt. Sehr gut. Oh Mann, ich hasse verzögerte Schläge. Ich komme mit verzögerten Schlägen nicht klar. Ich hasse das einfach. Aber gut, das hilft nicht. Irgendwann steigen wir da auch dahinter. Schnapssaufer sei. Wow, Alter.
Da haut er erst drei Stunden lang langsam zu und auf einmal packelt er die schnell aus. Was ist denn mit dem? Alter, ich komm nicht an ihm an. Das ist unfassbar. Oh. Okay, ich hab definitiv nicht Zeit, 2 Schläge zum Landen. Das geht nicht, weil der so dermaßen aussieht. Okay. Oh wow. Ein Mix aus langsame und schnelle Schläge plus brutal schnell gegenreagieren. Oh Mann. Kann der nicht einfach sterben, der Vollidiot? Jetzt habe ich schon 2-mal umgebracht. Wow. Jo, mach da unbedingt was zum Essen. Mehr Essen ist mir gut. Und danke für deinen Lurk. Viel Spaß bei deinen. Ah, der wird mir Zeit aufhalten. Der wird mich eine Weile beschäftigen. Okay, wir halten mal fest, ein Schlag muss gelangen. Sonst habe ich nämlich die Zeit nicht. Gelang da eigentlich nicht einmal ein Schlag. Alter, ich komm mit den Schlägen nicht klar. Ich komm mit den Schlägen nicht klar. Null. Ja, ich weiß auch nicht genau. Irgendwie scheint doch ein anderer zu sein. Ich weiß auch nicht. Aber der ist bisher mit Abstand der Schwerste. Also jetzt habe ich ja doch schon einige Bosse gelegt in dem Spiel. Aber der ist mit Abstand jetzt der Schwerste. Der lässt mir gerade noch überhaupt keine Luft nicht. Aber da gibt es auch irgendein Ding. Definitiv. Ich weiß nur noch gerade noch nicht, wie ich an dem am besten ankomme. Weil sobald ich einmal zuschlage, tickt der komplett aus. Das ist gerade noch so ein bisschen die Lücke, die ich suche. Wo ich Luft zum Angreifen habe, tatsächlich. Ich komm an ihm nicht ohne. Das ist brutal. Ja gut, das ist der Angriff mit Luft. Aber das meine ich so ziemlich auch der einzige. Okay.
Boah, ich hasse den Dolchangriff von ihm. Das ist so ultra lästig. Oh, der ist neu. Der war neu. Ja, genau. Verreckt, du Arschloch. Ja, und jetzt hat er noch ein Flammenschwert da. Ja, toll. Jetzt wird's erst lustig, Mann. Okay. Ja. Okay, alles klar. He kinda OP. Oh, jetzt nicht green werden. Schade. Waren wir aber gut dran. Waren wir aber gut dran. Ich weiß zwar nicht, wie Ding die zweite Phase einschätzen soll, weil macht da gefühlt wieder alles neu. Aber tatsächlich besteht der Großteil von seinen Schlägen ist verzögert. Der Großteil. Nicht alle, aber sag ich mal so 70% davon. Das Einzige, was mich noch ein wenig so. Ja. Ein wenig so verwirrt stimmt, das ist der komische schnelle Schlag, den wo er vor sich hinmacht in der ersten Phase. Den kann man irgendwie. Weiß ich nicht, kann man den touchen? Das ist irgendwie ganz komisch. Beziehungsweise. Er kündigt den Schlag nicht an. Das ist das. So, der Speerwurf jetzt geht tatsächlich mittlerweile schon stark. Also. Okay, den kann man umrollen. Das ist schon mal eine nette Info. Okay, der ist extrem verzögert nur. Oh, der. Ja, genau. Er schaut aber so langsam zu einer Form, schwenkt er ihn brutal schnell um. Oh, der ist schwarz zum Lesen. Extrem schwarz zum Lesen. Gerade noch für mich so. Es gibt zwei so Hammerschläge. Den einen, da haut er ungefähr gefühlt 3 Minuten nicht zu. Und gut, der Sprungangriff, den kennen wir von früher. Der ist free, da ich sagen. Aber der eine Hammerangriff von gerade eben, da wo er ungefähr 3 Minuten braucht, bis dass er dann doch einmal zuhaut, ist noch ein wenig schwierig. Und vor allem, auf einmal schwenkt er einen brutal schnellen Angriff um und das kündigt er nicht an. Das ist gerade noch ganz schwarz zum Lesen für mich. Beziehungsweise er kündigt es wahrscheinlich schon an, nur ich erkenne gerade nicht wie.
Ja, genau. Jetzt wollte ich gerade hindrücken, dann... Alter, hey. Der hat aber auch eine Range, dass du sagst, gibt's das. Brutale Range und brutale Angriffsfolgen, die er hat. Ah, genau das, was ich meine. Erst haut er so langsam zu und dann macht er so schnell Salven. Alter, wie soll ihn das dodgen? Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Nein! Oh Mann, jetzt will ich mich gerade heilen! Bitte, jetzt will ich mich gerade heilen! Schade. Aber ich glaube, es wird. Entwicklerteam so, wie viel Rang sollte er denn haben? Mangel? Ja, sollte passen, verstehe ich nicht. Wie, was für Rang? Wie schwer soll er sein? Meinst du jetzt? Der ist ziemlich schwer. Also wie viel Range? Ja, wie viel Range? Ja, Range soll er brutal viel haben. Aber das ist jetzt, also bisher ist das mit Abstand der schwerste Boss. Mit Abstand. Weil er einfach so variabel ist. Der hat nicht irgendwie immer dasselbe Muster, sondern der variiert das brutal. Mal ist er schnell, mal langsam, dann voll auf Ferne, dann voll auf Nähe. Also das ist gerade ziemlich schwer noch zum Einschätzen. Ich wollte das eigentlich nicht zuhauen, sondern eigentlich rein. Okay. Der ist mittlerweile auch relativ free, der Angriff, der Speerangriff, der langsame. Der langsame Speerangriff. Der ist auch free.
Oh, der eskaliert auch vor mir so krass. Das ist so Wahnsinn. Was will ich denn distortion? Ich kann nur einmal rein. Alter, du kannst seine Angriffe nicht. Das kannst nicht dodgen, das ist unglaublich. Oh, der Angriff. Ja. Oh mein Gott, hey, was ist das für ein Boss? Oh, leck mich am Säbel, eskaliert der Boss. Heilige Scheiße. Die erste Phase geht eigentlich grob mittlerweile so ein bisschen. Ich meine, klar, ist noch extrem ausbaufähig, aber der... Holy shit, wie stark kann man in einer zweiten Phase denn eskalieren? Das ist ja Wahnsinn. Aber wir haben ja da mit den zwei Klingen auf alle Fälle besser bedient, als wir mit der starken. Weil ich da viel mehr Zeit habe. Also, das heißt, Zeit habe ich eigentlich nicht, aber noch mehr als wir mit der schweren. Es ist im Endeffekt jetzt schon gelaufen. Er lässt mir keine Luft. Das ist unglaublich. Ah, okay, da kriege ich also auch Schaden. Okay, gut, nice. Oh nein, 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 nein. Ah. Ja, genau, ich hätte ihm. Ja, ich hätte genau gemeint, dass der kommt. Wie soll denn das dodgen? Das ist ja unmöglich. Wenn der da dreimal in Folge so zuhaut. Das Verzögerten. Das ist so brutal.
Die zweite Phase ist pervers. Die ist absolut pervers, die zweite. Es ist die Hölle. Die ist so die Hölle, den Ei zum Schatzen. Wie gesagt, die erste geht mittlerweile tatsächlich sogar ein wenig. Aber die zweite ist ja absolut krank. Die zweite Phase ist absolut krank. Und das Traurige ist, ich hätte schon zweimal fast gehabt. Ich trau mir wetten, wenn ich vorher die Heilung richtig eingebracht hätte, dann waren wir schon durch. Aber es hilft halt nicht. Bussi TV, merci für die Following. Yeah, wir haben 100 Follower. Alles gut bei dir. Da kannst du mal stark halten, ha? Was ist denn mit dir? Du kommst halt gefühlt nicht an einem ohne dass er da mindestens 2 wischt. Das ist brutal. Oh Mann. Ja. Boah, der haut. Oh, die verzögerten Schläge, mir gehen so auf den Sack, ich kann es nicht sagen. Vor allem, ich heile mich dagegen, ich komme ihm einen Schritt zu nahe und er reißt mir genau das Ganze wieder runter. Ja, jetzt bin ich zu lang dran gestanden, ich bin selber schuld. Okay. Wieder zu bald. Oh nein, 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 nein! Ich meine, oh. Wie soll ich so eine Salve dodgen? Das ist unmöglich. Ich kann so eine Salve nicht dodgen. Der haut 4-mal zu. Wie soll ich denn das machen? Der hat eine Vierfach-Salve, die man nicht dodgen kann. Wie soll es denn da draufkommen? Stirb! Oh nein, nein! Oh mein Gott. Ist das ein Grangerboss? Ist das ein
Merci für die GGs. Also der Boss ist mit Abstand der krankeste Boss, den ich jetzt in dem Spiel gespielt habe. Oder was heißt gespielt habe, den wo ich jetzt bekämpft habe. Mit Abstand. Da ist ja jeder andere Boss bisher ein richtiger Scheißdreck gewesen dagegen. Sag ich ganz ehrlich. Also seitdem wir jetzt in dem Gebiet da haben, hat das Spiel massivst an Schwierigkeit zugelegt. Muss ich wirklich fairerweise sagen. Bisher war es eigentlich relativ einfach. Ja? Relativ gemütlich. Muss man wirklich sagen. Aber mittlerweile fängt das Spiel ja richtig schwarz zu werden. Price habe ich dir. Also der Boss ist ja... wie gesagt, die erste Phase relativ, in Anführungszeichen. Relativ human. Wenn du mal 3-4 Mal gegen ihn gekämpft hast. Aber die zweite Phase, holy shit. Absolut krank. Stirbst du jetzt endlich? Du Arschloch, du! Tarnished. Not but a fool. The Erd Tree wards off all who deign approach. We are all forsaken. Kannst du jetzt einfach verrecken, du Arschloch, du Grintix? Claim the Du gehst mir auf den Sack, Mann. Elden Lord. Thy deeds shall be met with failure, just as I. Ja, stirb endlich. Schau der Zwirber von unten da. Oder von oben oder von alle Seiten. Von mir aus auch von drinnen. Aber können wir ja nicht mehr gegen Quere. Ohne Witz. Dreimal habe ich ihn jetzt umgebracht. Dem. Ja, weißt schon. Honeybee, oh ja, der Honeybee hat ein Timing wie sonst was. Der Flauschschnädel, der kommt da wie gerufen. Das ist jetzt eine ganz gute Sache. Das ist eine ganz gute Sache jetzt. Moment. Sehr gut. Mrs. Honeybee, da gibt's ein dickes Plus, gell? Für das. Oberflauschknädel-Time, Freunde. Oberflauschknädel. Nach so einem Boss braucht man auch mal einen Flauschknädel, gell? Muss man mal fairerweise sagen. Also das war ja jetzt... War mein Next Level jetzt. Was los, Mats? Wächst du da schon wieder was, ne? Geiles Hektim, du. Ein bisschen Flauschknädel, als du wieder chilliger bist. Ja, nach dem Boss brauche ich es auch. Sagt der auch was? Nein, der kann leider nicht reden. Ich darf mir es wünschen, dass er reden kann, aber kann leider nicht. Zeige Grüße eure Flasche. Ja, der Mr. Price, du hast jetzt einen Adelstitel, Matzi. Du bist jetzt von und zu Flauschigkeit. Ein Feini, ja, das ist wirklich ein Feini. Einer von zwei, wir haben noch einen. Ja? Aber er ist der Inbegriff von Flausch. Flauschig. Mehr Flauschknädel und mehr flauschig sein ist halt einfach mal mehr gut. Das wird halt auch nicht mehr anders in dem Leben. Ja? Wenn man's. Ja. Er lurt halt ab und zu. So. Ja, schau mal in die Kamera, da ist nicht, wo ist denn da los? Die Kamera ist da oben. Ja, genau, da ist die Kamera. Da. Ja, jetzt hast du den Bogen raus. Wenn man's. So brav. Dann machen wir extra Flauschknädel-Time. Naja. Oh ja. Die reden schon, wir müssen nur lernen, sie zum Verstehen. Ja oder so? Das stimmt. Das stimmt tatsächlich, Mrs. Wifey. Oh. Also der Boss hat mir jetzt wirklich geschlaucht. Aber, Freunde, mit dem schon noch ein wenig weiter. So ist es jetzt nicht. Wir haben noch nicht ganz fertig. Also eine Stunde möchte ich schon noch machen. Ist das okay? Ist es okay? 1 in Chat, wenn es okay ist. Wenn wir noch ungefähr eine Stunde weiter tun. 0, wenn ich aufhören soll.
Dann nehme ich die 2. Verstehe ich, brauche ich nicht. Ja, gut. So, zuerst einmal meine Fernglasel sauber machen. Mir wieder Steak. Nicht wahr? Einen nächsten Boss im Blick gehabt. Aber das ist spitz auf Knopf gewesen. Das war spitz auf Knopf. Ich hab keine Heilung mehr. Wie ihr da unten seht. Und ich bin fast am Arsch. Trink mal was. Hab ich schon. So, jetzt wenn der Zipfelklatscher jetzt noch mehr aufsteht. Ohne Scheiß. Dann flippe ich aus. Ist ja schon gleich wie Resident Evil, der Typ. Ich kann aber immer noch nicht zurück, das heißt, ich muss weiter. Oh, hoffentlich kommt da jetzt nicht noch mehr was, weil sonst bin ich am Arsch. Falsche Szene, Moment, Entschuldigung. So. Ich kann noch nicht zurückgehen, das heißt, da muss was geben. Weil immer noch die Nebelwand ist. Donnerwall berühren. Ein Dornenwall. Undurchdringliche Dornen weisen alles und jeden ab. Niemand vermag es, den Erdenbaum zu betreten. Aha, okay, also da geht's quasi jetzt nicht weiter. Ja, toll, aber fahr ich durch die Nebelwand da wieder zurückgehen? Ah, da war ein Ort der Gnade gewesen, ja toll. Da rosten wir jetzt auf jeden Fall mal. Hello again, old friend. Allow me a moment to converse with you. You are unable to enter the Erd Tree, no? Prevented by the mantle of barbs. The thorns are impenetrable, a husk of the Erd Tree's being that spurns all that exists without. The only way to stand before the Elden Ring and become the Elden Lord is to pass the thorns. My purpose serves to aid in that very act. So I'd like you to undertake a new journey with me to the Flame of Ruin, far above the clouds, Schneebedeckten on the Berggipfel. snowy mountaintops of the giants. Then I can set the Erd Tree aflame and guide you down the path to becoming Elden Lord. Medaillon von Rold. Eine rote Markierung wurde auf der Karte platziert. Rote Markierung. Nur hinten, oder was? Großer Aufzug von Rold. Okay. Ist also nur die Frage, wie man da hinkommt. Okay. Also da geht's dann praktisch storytechnisch weiter. Ja gut. What's up, merci für den Lurk. Ja genau, kümmert die du mir um dein Essen. Das ist mir das Allerwichtigste. Ja okay. Das heißt, da geht's dann weiter. Was haben wir denn jetzt in der Stunde? Schauen wir uns da noch um, ha? Da hätten wir auch noch was gefunden. Oh, aber heute brauche ich vielleicht keinen Boss mehr. Hätte ich so gegen gefeiert, wie es ist, gell? Also zumindest nicht noch mehr ein Main-Boss. Aber das wird man auf eine Stunde wahrscheinlich jetzt eh nicht rausfinden. Gelmir, da waren wir am Anfang. Schauen wir uns da mal noch ein wenig um. Aber jetzt mache ich mir andere Waffen wieder ab, bisschen davon. Du tu mir da wieder meinen Meinungsverstärker her. Wenn ich ihn finde. Wo ist er denn? Da ist er. Wahrscheinlich springt mir da jetzt auch gleich wieder irgendein so ein Riesenviech hoch. Okay, mal holen wir aufs Heisel, schätzt der TV am PS4 aus, ja? Bist du aber lange auf dem Heisel gesessen.
Da schaut es auch schon wieder sehr unfreundlich aus, wenn du mich fragst. Wie ich drauf komme? Deswegen. Ja, chill! Scheißviech. Da bleibt noch einer. Da ist er. Okay. Und was für eine Abstimmung? Achso, ja, ob ich noch. Invasion. Ja, toll. Ob ich noch eine Stunde weiter da soll oder nicht. Ach, du bist jetzt die Invasion oder was? Da ist der. Ja, helfe ich ein, schon. Du holst da gar nichts aus. Ja, toll. Dezent gekonnt drüber gesprungen. Schleicht er einfach. Heiliges Fleischermesser. Mhm. Mehr Fleisch ist mehr gut. Jetzt auf jeden Fall Loot. Goldener Schwur. Hütte mit Leichengestank. Ah ja, alles klar. Ich nehme die Nummer 3 und du machst 2 Stunden draus, Weißwurst-Salat. Ja, jetzt schauen wir bis 4 auf jeden Fall einmal. Schauen wir, wie weit wir noch kommen. Steinschwertschlüssel, okay. Ja gut, und sonst gibt es jetzt da nichts, oder was? Er sagt mir aber, dass ich da entlang muss. Gibt es da vielleicht einen alternativen Weg? Ah, da unten vielleicht, ja? Nein, doch nicht, okay. Warum macht das Spiel so viel Spaß? Weil das Spiel wahrscheinlich eines der besten Spiele ist, die wir jemals produziert haben. Oder entwickelt haben. Produzieren hier, weil so ein komischer. Achso, ich glaube, ich müssen da auf den Felsen drauf, aber da kommen wir ja nirgendwo hin, oder? Wie sage ich das? Oder übersehe ich gerade irgendetwas? Irgendwie muss man auch da entlang kommen. Gut, wenn man halt bedenkt, wenn man so einen Boss hat wie gerade eben, dann wird es halt schon unspaßig zwischenzeitlich. Aber mein Gott, nein, das sind halt Soul-Spiele, gell? Da geht auf jeden Fall auch nichts. Ja gut, dann muss vielleicht auf der Seite irgendwie noch nach oben gehen. Schauen wir mal. Ah ja, da ist er, Leute, da siehst du es. Da muss er gerade findig sein. Denk mal, irgendwie muss der da nach oben kommen. Warum hat meine Haare jetzt... Ah ja, schwarz, rot. Lords of the Fallen. Ist auch Souls-like, ja. Habe ich auch gespielt, tatsächlich. Habe ich sogar mal überlegt, ob wir vielleicht spielen wir das auch mal im Stream. Aber das hat auch einen guten Schwierigkeitsgrad. Es geht, aber dann... Ich sag mal, ist nicht so schwer wie die klassischen Souls-Spiele tatsächlich. Aber ja, ist auch nicht einfach. Obwohl es eine coole Grafik hat damals. Das war, glaube ich, eins von den ersten PS4-Titeln, die wir gekommen haben. Hat aber eine coole Story eigentlich. Oder so heißt Story, ja. Es ist halt, ja, ein Souls-like halt. Aber optisch schaut es auf alle Fälle geil aus. Vielleicht spielen wir das sogar mal im Stream. Im Laufe des Jahres. Mal jetzt nach Elden Ring haben wir halt noch... Müssen wir halt noch Demon's Souls und Platin Run noch fertig spielen. Das möchte ich schon tun, und dann werden wir aber wahrscheinlich mit Souls-Spielen erst einmal ein wenig pausieren. Weil dann meine, haben wir, was Souls-Spiele angeht,
einmal den Bedarf dabei gedeckt. Dunkelschmiedestein Nummer 6. Ich brauche einen, aber ich brauche einen auf Stufe Sim. Spezi. Spezi, ich brauche einen mit Sim, damit meine Waffen besser wird, verstehst? Naja, du verstehst wahrscheinlich nichts mehr, aber gut. Unflauschig, Freunde. Du schaust ganz unflauschig aus. Da ist der Beweis. Ja, du, Charlie, der hat hinter sich. Egal gegen was und wen ihr kämpft habt. Es ist nicht gut ausgegangen für euch. Am Bolzen. Jetzt auch am Bolzen. Soldatenbeinschutz, okay. Erdenbaum Wappenrock, ja, toll. Ich glaube, dass über meine Rüstung aktuell nichts drüber geht. Hey, Moment einmal, wir könnten mal schauen, ob der Idiot von vorher, ob ich mir bei der Händlerin da wieder eine Rüstung kaufen kann. Ist der ganz ein lustiger da herbei, oder? Das neue um einer. Aua. Aua. Na gut, dann machen wir zuerst die. Mal so. Mir einerlei. Mal einen Eiweißshake ganz saubern. Weil in den Turm kann man doch bestimmt aufgehen, oder? Mal schauen. Oder auch nicht. Ah, da lebt da noch einer. Ah ja, so wie doch, dass man da aufgehen kann. Gut, ich bin dezent an der Latte vorbeigelaufen. Gibt es irgendwo ein Kartenfragment? Aber nicht schlecht, wenn wir mal sehen könnten, was sie dahinter versteckt ist. Aha, servus. Was treibt es so in der Freizeit? Brandpfeil. Ja toll, wegen dem bin ich jetzt da aufgegangen, oder was? Wo geht's noch weiter? Okay. Oh, ich schmeck schon, das ist guter Loot. Flaschenzugbogen. So viel zum guten Loot. Ja, offensichtlich geht es dann geradeaus weiter. Jetzt wollen wir mal schauen, was da noch gibt. Ja, hupf halt auf wieder an. Was ist denn? Doch.
Oh, da ist ein wenig, da ist ein wenig duster da drin, gell? Denk gar nicht drauf, bleib liegen. Keine Ahnung, was das jetzt war. Dein Magen. Also wenn dein Magen heult wie ein Wolf, dann Respekt, da musst du schon gescheit hungern. Ah, von da geht's jetzt also nicht weiter. Okay, ja gut. Ah, komm einige, du schau her. Dann schauen wir einmal mal. Die Bude ist auch nicht umsonst. Oh, da ist ein Aufzug. Die Bude ist nicht umsonst da. Schauen wir mal rein. Du kennst meinen Mond nicht, ja, stimmt. Oh, da geht's aber weit oben. Leg mich am Arsch. Wo haben wir denn jetzt? Grab des Helden von Gelmir, okay. Das Auge der Bestie erzittert. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, wie du das sagst, ey. Ja gut, dann schauen wir uns heute auch noch um. Ich meine, ist es wurscht. Oha. Oh Gott, nein, da ist wieder so ein Ding. Oh nö. Ja, da wieder um. Okay. Gehst du aus? Uah. Das ist ja absolut ungefährlich. Ja. Da ist sofort einige. Oh, da geht's nach unten. Oh, ich glaube, ich habe ein geheimes Geheimnis entdeckt. Bin mir aber nicht sicher, ob ich mich da runterfallen lassen kann. Das Ding stresst mich, ich möchte das aber. Jetzt gehen wir da hinten in den Torbogen rein und dann kann ich mich da mal ein bisschen besser umlösen. War klar, dass da so ein Viecher drin steht, oder? Bleibst du da draußen. So ist brav. Ja, schaut absolut ungefährlich aus, sich da runterfallen zu lassen. Ja, toll. Ah ja. Gut, das war jetzt eigentlich nicht mein Plan, aber... Au! Ui, ich kriege aber Lilia Stufe 7, das ist gut für mich.
Bahnhof? Oh, ja, der kommt da wieder. Ah, da geht's auch noch was her. Schwelender Schmetterling. Der hat das Gegenstück zu meiner Klinge, glaube ich. Bluthund, Ritterhelm, Rüstung. Ja, genau. Das komplette Programm. Gel mir Ritterhelm. Kriegen wir einiges an Rüstung, meine Freunde. Das. Ja gut, der hat weniger. Okay. Ja, die Rüstung ist halt aber effektiv. Die ist zwar leichter, aber die ist halt im Gesamten schlechter. Aber die können wir uns gönnen. Sehr gut. Ja gut. Ah, das ist Lotte, sehr gut. Aha. Wurzelharz. Oh Gott. Ja, das war nicht der Plan. Jetzt bin ich hier. Genau. Das Ding zu berühren bedeutet den Tod. Aber wie soll ich denn da... Ich glaube, ich habe eine Vermutung, wie man da drüber kommt. Ich glaube, ich habe da eine Vermutung. Gehen wir sogar bis ganz oben, das ist gut. Okay. Da ist nämlich ein Blatt. Aha, ich hab's schon gesehen. Du kannst ja auf das Ding auffallen lassen. Ha! Soll noch mal einer sagen, ich sag nix. Ja, toll, und jetzt bin ich hier. Oh nein, ich lebe sogar noch. Nice. Jetzt bin ich hier. Moment einmal, da musst du ja irgendwie. Achso, du musst da. Ja, okay. Du musst da umspringen. Verstehst schon. Man muss da umspringen. Verstehst schon. Okay. Aber da war meine Vermutung tatsächlich sogar richtig. Ich muss dann gleich eben meine Kopfhörer ausstecken, weil die werden nämlich alle.
Ah, du Arschloch. Ah, der scheiß Pfeil. Blöds Grippe. Ah. Okay. Jetzt probiere ich es noch einmal. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann gehen wir nochmal in dem Gebiet weiter, was wir gerade eben gefunden haben. Aber ich glaube, dass man da drin tatsächlich was Brauchbares finden könnte. Ja, und wenn es ins Knie sticht, heiß Idioten. So. Alter! Bist du verarschen jetzt, oder was? Verpiss dich! Gnade dir Gott, wenn mir der Pfeil jetzt nur mit trifft. Nicht der Mona. Oh. Wow, das war aber sehr knapp. So. Warten wir mal, bis das da unten das Gefährt weg ist. Also das kommt jetzt gar nicht, okay? Okay. Okay, gehen wir woanders weiter. Das schauen wir offscreen an. Das schaue ich mir offstream an. Ich möchte jetzt da nicht zwei Cyberblimpern da drin. Ah, kann man da jetzt nicht reisen oder was? Achso, ja, okay. Na gut. Stecke mir schnell mein Headset da. Bevor ich überhaupt gar keinen Ton mehr habe. Gut. Der Mensch hat Ohren, ja. Meiner möchte man's. Dann sei es ein Mondknurrt wieder. Oder ist auch irgendein Baum? Beziehungsweise scheinen sie mir irgendwann gewöhnt zu sein. Streamer haben keine Ohren. Ja, nur die Guten. Nur die Guten. Ah, du bist da wieder lebendig. Aua. Da hat mich jetzt echt interessiert, wo wir da noch hinkommen jetzt.
Real Life auch gerade knurrt. Ja, ich hab's gehört bis daher. Ah, das ist wieder ein Mordsleiter, okay. Oh nein, da ist eine Statue, das stinkt nach Boss. Einer kriegt gerade Spaghetti. Hast du quasi das Material noch daheim gehabt, oder was? Ja, das war... Ah, Tutorial-Boss. Aua. Okay, er hat Beyblade neu erfunden. Okay. Schlaffett. Löhnerer Krummschwert. Okay. Gestern schon verarbeitet, sehr gut. Boah, Alter, ich freue mich so noch aufs Essen, ohne Scheiß. Heute gönnen wir mal einen ungarischen Grillteller, Freunde der Sonne. Das hört sich zauberhaft da, oder? Das ist mal was anderes. Ein Zauberaufstrich als Vorspeis. Die Beinschienen sind auch fancy. Die blenden richtig. Die blenden die mir richtig. Wie viele Wege nach oben soll es gehen? Ja, oha. Was haben wir da? Schon wieder ein Schloss. Naja, warten wir erst schon noch gewinnen, aber gut. Ja, toll. Gehen wir erst damit lang. Das war aber jetzt eine ganz linke Nummer da, Freunde der Sonne, gell? Vulkanstein, okay. Spaghetti für 4 Personen kriegst selbst du nicht auf einmal weg, ja. Nudeln stopfen halt aber auch dementsprechend, ja. Also es war ein Wunder, wenn es das wegbringen würdest. Ich habe einen Pfeil im Handrücken. Haben wir zufälligerweise irgendwelche Ersthelfer da im Chat? Ab und zu geht's am Schein, ja. Du bist da komplett geschubst, wenn du mich fragst. So. Pfeil. Geht da richtig der Annahme, dass es egal ist, in was für einer Leute da sind, weil man sowieso nach oben kommt? Ich glaube schon. Okay. Ausgebildeter Rettungssanitäter und Ersthelfer in der Firma. Wie kann man helfen? Ja, das hat sich gerade selber erledigt. Der Pfeil hat sich in Luft aufgelöst. Noch mehr treten. Ich höre irgendwas. Aha, da kommt noch ein auf. What comes up must come down. Warte mal bis unten bleiben. Ja, Mund-zu-Mund-Beatmung. Okay, dann spastischen.
Kuckuck-Schimmerstein. Also wenn dieser Kuckuck war, dann weiß ich es aber auch nicht. Sonst ein Hufam. Haben wir jetzt mal ganz oben oder gibt es noch irgendeine Leute, wo wir aufgraben können? Schaut gerade nicht so aus. Ja. Aussicht hat man da auf jeden Fall eine schöne. Da gibt es ein Kartenfragment. Freunde, das holen wir uns. Wo ist denn der erste Marker? Du meinst, dass du jetzt cool bist, weil du ein wenig gezaubert hast, oder was? Au. Wow, leck, wo kommt das jetzt so leer? Alter! Das war doch vorher nicht so viel. Na gut, den werden wir das Kleingemüse erst einmal beseitigen. Geh mir jetzt auch nicht auf die Eier, du mit deinem Schädel. Hey, stirb halt jetzt! Oh, nicht sterben. Ja, Herrgott, Seele. Zupfte. So, ich wollte jetzt schauen, wo ich da den ersten Marker gesetzt habe. So, der zweite ist da, er rennt. Wo wir den ersten hier da, der triggert mich nämlich ziemlich. Gut. Gehen wir erst mal da lang. Wieder über Hängebruck drüber, toll. Was ist denn das für eine Bude, oder? Du hast ja den perfekten Platz ausgesucht zum Bau. Aha, auf der Brücke kommt quasi kein Viertel wird. Oh, das ist aber der Gnade, das ist gut für uns. Gott sei Dank. Was nehmen wir mal da? Oh Gott, Boss. Ausgewachsene Sternenfallbestie. Oh ja.
Aua. Ja, chill, was ist denn mit dir? Ah ja, das hat eine komplette Range, das Ding. Ah ja. Viech, jetzt nervst du mich falsch langsam. Easy über die Map rausgeflogen. Gut, dass da ein Ort der Gnade war. Aber die Sau mag ich liegen. Ah ja, alles klar. Hä? Ah ja. Oh, ich seh nix. Ah ja. Okay. Okay. Ich hau aber jedes Mal daneben. Schon wieder daneben. Mein Viech, halt die heute mal Start. Meine Fresse. Was ist denn mit dir? Chill doch einmal.
Boah, Viech, du nervst. Oh, Mann. Okay. Sau tanky, das Ding. Sau tanky, das Ding auf jeden Fall. Und nervt mit seinen Sprintangriffe. Oh, wenn das Viech... Boah, Mann! Hast du es jetzt bald einmal? Scheinbar nicht. Boah, wieder. Okay, das Viech ist der Inbegriff von Nervt. Kriegt mir der wetten Scheiß, wenn ich jetzt wieder nimm schluck. Oh, Mann. Ich glaube mir, dass ich das Vieh noch gar nicht machen soll, weil das sauber tanky ist. Ja, dann habe ich die.
Möglich, was das Ding auch wieder für eine Range hat. Oh, Viech, nerv! Was ist denn dem Ausweicher? Stehe auf dem letzten Meter, oder? Nerviges Viech, leck mich am Arsch. Dunkelschmiedestein 6. Braun Zimmer! Sie fix! Steht im Fall Bestiengiver, okay. Oh, leck, das Viech ist ja richtig nervt. Ja, 25.000 Seelen, okay, die helfen mir nicht mehr viel. Gibt's da noch irgendetwas? Nicht, das ist einfach nur Boss-Arena, okay. Jetzt hören wir noch schnell das Kartenfragment und dann hauen wir einen Hut drauf für heute. Oh, schon langsam Lust bei Konzentration nämlich massiv noch. Die Fähigkeit ist OP. Ja, ich nutze die irgendwie so gut wie nie, obwohl es eigentlich mehr nutzen soll. Habe ich so das Gefühl. Danke dir. Das ist dahinter, okay. Kann ich auch noch von da oben runterspringen? Moment, aber das will ich jetzt schnell auschecken. Ah ja, okay, da geht's nach unten. Schon gesehen. Da unten oder was? Nein. Ah, da unten ist das Kartenfragment, okay. Ja, das hören wir uns jetzt so schnell. Karte gehen mir, okay. Ja, du kannst mir mal dahin. Aber natürlich jetzt wieder 7000 Gegner, dass ich auch Karten nicht aufmachen kann.
Ja, da kommen wir natürlich nicht mehr zurück, ist ja klar. Ja, was will... Moment einmal. Ja, da ist jetzt natürlich der Gegner getriggert, deswegen kann ich die Karte nicht aufmachen. Ja, da der Zipfel Adam da. Da wo ich am Felsen laufe. Oh, da hinten gibt es eine goldene Saat. Das sollte man fast merken. Ja, lass mich die Karten aufmachen. Ah, da ist er noch einer. Deswegen. Mit die Klappe. Ist da irgendwo ein Gegner? Aber was ist jetzt? Ist da jetzt jeder Gegner getriggert oder was? Dann hilft es ja nicht mehr. Gut, dann muss ich einen neuen Ort der Gnade finden, sonst wird es nichts. Ja, schauen wir mal, was da auf sich hat. Vielleicht noch, da findet man bestimmt auch einen Ort der Gnade oder nicht. Was auch immer das für ein Ding ist. Bist du Freund oder... Warum frage ich eigentlich, ob der Freund oder Feind ist? Geh jetzt mal stiften. Ich hab schon wieder einen Pfeil in der Brust. Haus Vulkan. Okay. Ah, Kruzifixe, da ist ja jetzt eh nichts los. Kann ich da jetzt nicht... Oh, das ist Ort der Gnade, sehr gut. Ja, Gott sei Dank. Ja, ich glaube, ich habe offstream einiges zu tun. Da haben wir ein Riesengebiet, was ich mir noch genauer anschauen soll. Da sollte ich mich nur ein wenig umschauen. Jetzt haben wir schon wieder ein neues Gebiet. Aus Vulkan. Scheinbar. Und da müssen wir scheinbar auch her. Also tippen wir mal drauf, dass da auch wieder irgendwo in der Bude oder in der Gegend da auch wieder irgendein Mainboss umeinander rennt. Ziemlich sicher sogar. Weil ja, der Nebel da, der zeigt immer hin, wo das nächste Hauptgeschehen ist. Und da muss ich auch mal schauen, wie man dann da herkommt. Das müssen wir uns dann im Stream anschauen, tatsächlich, wie wir dann da herfinden. Weil da geht die Haupthandlung auf alle Fälle weiter. Wenigstens waren sie so freundlich und haben uns einmal einen Marker gesetzt, aber da schätze ich mir, dass wir von da aus, von der Brücke, irgendwie wird man wahrscheinlich da... Ja, von da oben gehen müssen. Unter die Brücke durch und dann können wir da wahrscheinlich so außer. Kann man ich jetzt vorstellen.
Aber gut, das müssen wir uns dann anschauen. Aber was genau in der Bude jetzt los ist, keine Ahnung. Gut. Bringen wir nochmal zum Abschluss. Ich glaube, wir heilen uns was Gutes, oder? Jetzt bin ich 5 Stunden live und die letzte halbe, 3/4 Stunde hat meine Konzentration gewaltig nachgelassen. Hat man wahrscheinlich auch gemerkt. Heute war viel los. Sehr viel. Aber haben wir auch gut vorangekommen. Tatsächlich. Muss ich wirklich sagen. Wir haben einen brutalen Mainboss gesehen, den wo ich irgendwie mit Mühe und Not noch geschlagen habe. Wir haben auch einige Minibosse gesehen. Was heißt einige? Was haben wir? Ja, so viele Minibosse waren es eigentlich gar nicht. Ja, obwohl 3 so Reiter haben wir gemacht. 2 so Gargoyles haben wir gemacht, wobei die jetzt eigentlich nicht als Boss sind. So an und für sich. Und jetzt vorher das komische Sternenviech-Ding da, oder? Also war schon was geboten heute auf die 5 Stunden. Da die meiner. So. Jetzt hat's mein Chrome zerrissen. Moment einmal. Da ist. Geiler langer Stream heute, sehr gern öfter merci dafür. Bloß der Schmecker. Merci dir, Boxer. Ja, ich kann nicht oben 5 Stunden Streams machen, weil das geht irgendwann. Das ist. Also 5 Stunden Elden Ring spielen, ist schon anstrengend. Vielen Dank für den tollen Stream. Gern. Ich hoffe, es hat euch alle gefallen. Ja, wie gesagt, die letzte halbe, 3/4 Stunde ist halt mein Konzentrationslevel ziemlich massiv nach unten gegangen. Weil heute war wirklich viel los. So. Aber Alter, Jan hat er ASMR Eichinger. Jan, bist du noch da? Bist du noch da, Mr. Jan? Geben Sie mir Rückmeldung. Geiler Stream, hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank. Der ist noch da, dann kriegst du noch der Eichinger. Das ist aber sowieso klar. Jetzt müssen wir nur schnell ein Glas holen und etwas Neues zum Trinken, weil sonst wirkt das nicht so ganz. Moment, bin gleich wieder da. So. Dann Pflichte Limonten und Flauschknödel singen. Ja gut. Dann war halt wirklich, haben wir alles abdeckt eigentlich. Dann haben wir 2 Flauschknödel abdeckt, dann haben wir das ASMR-Eischenker abdeckt, wir haben einen Haufen Post, wir haben alles abdeckt einfach. So. Gut, Mr. Jan, jetzt kriegst du erst du mal dein Eischenker. Wer zuerst kommt, der mal in der bekanntermaßen zuerst, ja? So. Pass auf, Wacht. Das ist wieder mal da. So, Mr. Jan. Und auch für den Chat. Das geht jetzt für euch. Prost an den alle. Ja? Wer jetzt noch nicht beim Bieseln war, der muss spätestens danach gehen. Okay? Viel Spaß. Zauberhaft, oder? Absolut zauberhaft. Und jetzt ab aufs Klo mit euch. So. Und Pflichterli mag noch einen Flauschknödel singen. Ja, Moment. Das haben wir auch gleich. Das haben wir ja auch gleich. So. So, Mini-Flauschknödel. So, das ist Flauschknödel Nummer 2 von 2. Mats haben wir ja vorher schon gesehen. Jetzt schauen wir uns Paula noch an. Der blauäugige schwarze Hase. Ja? Du bist aber nicht so neugierig, gell? Ich muss jetzt zu ihrer Verteidigung sagen, sie hat gerade pennt. Ja? Oder war gerade irgendwie am Chillen. So. Und jetzt komm ich daher. Ja? Da ist eine Kamera. Da muss man in die Kamera reinschauen. Da oben. So. Ja? Die ist gerade nicht so wirklich voll begeistert. Also sie
Jetzt glaube ich, kommt es aus der Wachstare raus. Was los? Kleiner Flausch nicht. Mehr vielleicht. Ja, und sie ist nicht getarnt, ja? Sie ist ein Tarnkartenhause. So, jetzt so sagt man es. Muss halt aufpassen, dass man den nicht rauskommt, weil sonst. So, da kann ich nicht. Ich trage halt so lange schwarz, bis es was Dunkles gibt, so auf die Art. Naja. Ja, darfst. So. Und das Ei erledigt. Freunde der Sonne. Bitte gern. So, Leute, streamtechnisch, kommende Woche. Stand jetzt Mittwoch, da fangen wir ein neues Projekt an, das habe ich gestern schon angekündigt. Für alle, die gestern nicht da waren, sage ich es jetzt gleich nur mal. Wir haben ja gestern mit Assassin's Creed fertig geworden, mit dem ersten Teil. Ja? Assassin's Creed 2 wird man wahrscheinlich in ungefähr 3-4 Wochen anfangen, wenn jetzt das nächste Projekt fertig ist. Und ab Mittwoch spielen wir mal ein Spiel, da gehen wir mal in eine ganz neue Richtung. Wo ich jetzt mal tippe, 50% davon wird es gut finden, 50% davon werden nicht so viel anfangen können damit. Wir spielen nächste Woche Mittwoch ein Spiel auf der Xbox 360. Ist auch ein Story-Game, definitiv. Nur das Genre ist halt ein wenig. Ja, die einen mengen es, die anderen mengen es halt nicht. Wir schauen uns am Mittwoch jedenfalls einmal an. Schauen wir mal, wie es ankommt, wie es euch taugt. Wenn es euch nicht taugt, dann können wir gerne ein anderes Spiel spielen dafür, das ist überhaupt kein Thema. Machen wir am Mittwoch auf alle Fälle einen Testballon und zwar wird das auch Naruto Rise of a Ninja. Ja, das ist ein Open-World-Spiel, mehr oder weniger, oder relativ Open-World, du kannst frei rumrennen. Ist eine Mischung aus Erkunden und Beat'em Up. Aber tatsächlich ein wirklich schönes Spiel, sehr schön gestaltet, hat wie gesagt eine gute Story. Schauen wir es uns einfach einmal an. Ja? Wir schauen wir es uns einmal an am Mittwoch. Wenn sie also sagt, hey, wir haben Bock drauf, dann spielen wir es weiter. Und wenn dann der Großteil sagt, hey, nein, das ist jetzt nicht so wirklich unseres, dann suchen wir ein anderes Spiel. Ich habe genügend Spiele im Repertoire, die wo wir spielen können. Überhaupt kein Thema nicht. Aber ich hätte grundsätzlich Bock auf das Spiel. Von daher, das schauen wir uns am Mittwoch einfach einmal an und dann sehen wir schon, da die Song. Genau. Elden Ring spielen wir dann voraussichtlich am Freitag wieder. Also die nächsten Streams haben Stand jetzt Mittwoch und Freitag. Mittwoch und Freitag jeweils um 4:30 sowas. Ist einmal jetziger Stand, ja. Kann sich aber noch ändern. Aber normalerweise ist das relativ fix. Gut, wir haben noch einen Discord-Server an alle Neuen, die gerade da sind. Heute haben einige Leute da gewesen, meine. Kommt gerne mal auf meinen Discord-Server, ja. Da kriegt ihr unter anderem halt auch eben mit, wann ich halt stream, zu welcher Tageszeit, an welchem Tag und was wir streamen. Ihr könnt es mit mir schreiben, ihr könnt mit der Community in Kontakt treten, da müsst ihr seid, steht den Link gerade einer. Kommt einfach gerne mal drauf, ja, da hat mich narrisch gefreut. Und falls du neu da bist heute, wir haben heute 100 Follower erreicht, danke dafür. Ja, wir haben jetzt endlich dreistellig. Nächster Meilenstein in Anführungszeichen für mich erreicht. Aber falls du heute noch nicht gefollowt hast und bist halt zum ersten Mal da oder wieder da, keine Ahnung, dann drück da gerne mal drauf. Ja, der kostet nichts, aber mir da schwer helfen. Ja. Hau die her, dann haben wir mehr, habe ich mal gehört. Ja. Mehr Leid haben mehr gut. Schon immer. Gut. Sei einmal drauf hingewiesen. Jetzt schauen wir mal, wo wir hingehen. Ich meine, ich rate mal einen Fluxi. Ich glaube halt, gehen wir zum Fluxi. Der Fluxi ist auch ein Kollege aus Bayern. Ich glaube Nürnberger, wenn mir nicht alles täuscht. Also ein Akzent noch ist er mehr Nürnberger. Der spielt ein Retro-Spiel, ich weiß aber jetzt gerade nicht was. Ist aber auch völlig egal, weil Bayern müssen zusammenhalten. Das ist einfach mal so. Genau. In diesem Sinne, Leute, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hat mich narrisch gefreut, dass du da wart. Ja. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Sonntag. Lasst es euch gut gehen. Ich hau mich jetzt nachher ins Restaurant und werde mich mal dermaßen überfressen, dass es nicht mehr gescheit ist. In diesem Sinne, kommt es mal gut in die neue Woche. Wir hören uns spätestens Mittwoch wieder. In diesem Sinne, habe ich die ich bin für heute raus. Wird euch bis spätestens Mittwoch und viel Spaß beim Fluxi Rec Command. Steht auch im Chat. Für Non-Subs und für Subs kopieren und einfügen. Und ab dafür.
Geht euch.